Guten Abend, ihr Lieben, willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu, dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Huhu! Guten Abend, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr schon wieder so zahlreich hier erschienen seid, ja? Den Jingle gab es gleich zum Anfang, den haben wir das erste Mal gehört und ich kann schon mal verraten, dass auch noch was vorbereitet wurde, was es ganz am Ende erst geben wird. Aber eins nach dem anderen. Ich würde sagen, ich sage euch erst bei der Reihe nach Hallo. So schön, dass ihr vor mir quasi schon da seid. Also ganz liebe Grüße an die Anita, an die Petra, an die Papsi, an die Heike, an die Cornelia, an die Jonna. Guten Abend auch an die liebe Annette, die Katharina, die Frau ohne N, Marina, habe ich mir das richtig gemerkt? Die Urso, die Verena. Hallo auch an den Gerd, die Alicia, die Antonia, die Kati, die Regina, die Manuela, an die Astrid, an die Nadine natürlich auch, an die Vera, ich hoffe, ich überlese keinen, an die Maren, an die Andrea, an die Jana. Hallo Franziska. Franziska, ich glaube, du bastelst mit. Du hattest in der Gruppe schon ganz kurz gefragt nach der passenden Grammatur. Wir basteln heute einen Wabenkürbis. Basteltechnisch ist das quasi unser Projekt. Ich zeige ihn euch jetzt auch gleich erstmal einmal rundum. Pack hier einmal den Drehteller aus dem Weg. Sag nochmal was zum Material, denn das, Franziska, hattest du mich gefragt. Der Wabenkürbis war ein Projekt, das ihr euch gewünscht habt. Es hat mich ehrlich gesagt in der Vorbereitung ein paar Nerven gekostet, diese schönen Segmente hier an dem Wabenkürbis hinzubekommen. Also dass man hier wirklich richtig schöne Einbuchtungen auch hat und das Ganze eben nicht nur nach Kugel oder Ei aussieht, sondern wirklich nach Kürbis. Das heißt, ich habe versucht, ihm hier diese schönen Bäckchen zu verpassen. Und habe hier relativ dünnes Papier verwendet, Franziska, weil du das gefragt hattest. Ich muss tatsächlich nachgucken, was das orangefarbene Papier hat, aber unabhängig davon, ob das jetzt 80 oder 100 Gramm sind, es darf ruhig dünnes Papier sein. Für diejenigen von euch, die den Kürbis mitbasteln oder nachbasteln möchten, ihr könnt hier durchaus dünneres Papier verwenden, 100 Gramm, 140 Gramm, so um den Dreh. Eignen sich wunderbar. Es muss hier also kein Tonkarton sein, es muss nicht übermäßig stabil sein. Das gleiche gilt hier oben für den Stiel, da habe ich auch ein dünnes Papier verwendet und auch für das Blatt und den Kringel. Tada! Danke Florian für die Einblendung. Da ist er, der Wabenkürbis. Wie so oft auch diesmal zum Einführungspreis quasi reduziert für euch in den Shop gewandert. Der Einführungspreis gilt bis einschließlich Montag. So. Warum basteln wir das, obwohl es ein Wabenprojekt ist, schon wieder zusammen im Stream? Eben genau deshalb, weil wir hier diese besondere Struktur haben. Das heißt, die Segmente, aus denen der Kürbis besteht, unterscheiden sich so ein kleines bisschen. Man hat zwei unterschiedliche Segmente und muss darauf achten, in welcher Reihenfolge man die verbaut. Und weil ich dachte, das kann man besser in bewegten Bildern zeigen, machen wir das heute Abend einfach ganz entspannt, gemeinsam. Außerdem werde ich nachher noch ganz kurz was zu dem nächsten Projekt sagen, das wir dann in 2 Wochen im Stream basteln. Das mache ich irgendwie so zwischen dem Zusammenbau. Es sind nämlich ja wieder relativ viele Teile, die man hier klebt und faltet. Das heißt, das Ganze dauert einfach ein bisschen. Das ist kein schwieriges Projekt, aber es ist ein Projekt mit ja, einer gewissen Teileanzahl. Da haben wir zwischendurch sehr gut Zeit, dass ich euch ein bisschen was zu dem erzählen kann, was kommt. Ich habe nämlich diese Woche an ganz unterschiedlichen Projekten gearbeitet und bin deshalb eigentlich stolz wie Oskar, dass ich das heute auf den allerletzten Drücker noch geschafft habe, den Kürbis für euch komplett shopfertig zu machen. So. Die Heike hat die letzte Stunde schon zugeschnitten, perfekt. Jonna sagt, da passt kein Licht rein. Jonna, das ist korrekt. Bis jetzt passt da kein Licht rein. Ich war froh, dass ich den Kürbis als solchen hingekriegt habe. Wenn ihr den wirklich noch beleuchten wollen würdet, kann ich nachher ganz kurz was probieren. Ich hätte eine Idee dazu. Ich habe eine Idee, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Hallöchen an alle, die jetzt eintrudeln. Wir basteln, wie gesagt, den Kürbis. Ich habe den hier auch wieder mit einem super praktischen Magnetverschluss verschlossen. Das ist natürlich kein Muss. Ihr könnt den Kürbis ganz normal als stehenden Kürbis komplett ohne Magnetverschluss umsetzen. Aber bei diesem Projekt eignet sich das total, weil man wirklich nur eine Stelle hat hier hinten, wo man zwei kleine Magnete einbaut. Und damit kann man eben den Kürbis super schön einmal komplett flach zusammenklappen. Ihr seht schon hier den Stiel und die Blätter. Die Teile sind optional, das heißt, die müsst ihr nicht mit verbauen, wenn ihr nicht wollt. Ich hatte noch die nette Idee, dass man für den Stiel von dem Kürbis vielleicht auch einfach ein Stück gesammeltes Ästchen draußen nehmen kann. Da hat mein Mann auch extra was mitgebracht. Habe ich nur dummerweise unten liegen lassen. Vielleicht holen wir das nachher noch hoch. Das heißt, ihr müsst den natürlich nicht zusammenklappbar umsetzen. Ihr müsst keinen Magnet einbauen. Ihr könnt einen Magnet einbauen, das ist keine Pflicht. Es geht auch ohne Magnet. Man kann diese letzten Segmente auch einfach mit einer Büroklammer zum Beispiel aneinander klammern oder man kann sie komplett fest verkleben, wenn man sagt, man stellt den Kürbis genauso wie er ist einfach auf und räumt ihn danach in irgendeine Kiste, weil man sowieso genug Platz hat. Dann ist es mit dem Magnetverschluss alles kein Muss. Aber die von euch, die öfter hier sind, wissen das. Ich bin in letzter Zeit total verliebt in die Lösung mit dem Magnet und genau deshalb habe ich das hier heute wieder so umgesetzt. Und hier kommen auch schon meine Stöckchen. Florian, da brauche ich aber später auch noch eine Astschere. Mal gucken, wir schauen mal. Also hier ist das, was mein Mann heute beim Gassi-Gehen für mich mit eingesammelt hat. Das wäre so eine Idee, dass man anstelle dieses Papierstiels in der Mitte auch wirklich ein schönes Stück Ast einkleben kann. Zack. So. Außerdem, das sage ich vielleicht auch gerade noch vorab, für die, die den Plotter jetzt noch anschalten, sobald euer Plotter einmal durchgelaufen ist und ihr die ersten Teile hier für diese äußeren Segmente geplottet habt, könnt ihr den einfach im Hintergrund weiterlaufen lassen. Die Schritte sind sehr einfach und immer identisch. Ich habe hier bei meinem Kürbis mit 8 Segmenten gearbeitet. Wenn man von oben drauf schaut, sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ihr könntet aber auch, das kann ich hier vielleicht auch gerade nochmal zeigen, mit weniger Segmenten arbeiten. Das sieht man, wenn ich hier jetzt hergehe und ein Segment mal komplett zusammenhalte. Und dann seht ihr, wie es aussehen würde mit 7. Dann fächert sich hier außen das Wabenprojekt einfach weiter auf. Und 1 weniger ginge zur Not auch noch. Dann sind es nur 6. Dann gehen hier außen die Waben einfach ein Stück weiter auf. Ich kann es auch gerade von außen nochmal zeigen. Und das Ganze streckt sich ein bisschen mehr und man hat eben weniger einzelne Rippen quasi. Es ist kein Muss, dass es am Ende 8 werden. Man hat hier ein bisschen Elastizität, man hat hier genug Spiel, dass man mit der Anzahl so ein kleines bisschen variieren kann. So viel zu dem Kürbis. Ich werde den heute eine Nummer kleiner basteln, weil ich gerne noch eine nicht so knallige Farbe umsetzen wollte. Habe ich hier mal noch eine ganz andere Farbe vorbereitet. Ich bin selbst noch nicht ganz schlüssig, ob ich das am Ende gut finde. Aber ich probiere es heute einfach mal aus. Und ich habe tatsächlich 2 Größen vorbereitet, einmal 80% und einmal 60%. Eigentlich wollte ich direkt die 60% machen. Und dann habe ich ganz kurz gedacht, ich weiß ja nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen vieles Guten ist. Ich kann es euch kurz zeigen. Mit 60% wäre das hier meine Zielgröße. Ich habe hier aber goldenes Papier verwendet, weil ich das eigentlich eine sehr schicke, sehr edle Idee fand. Aber dann realisiert habe, dass man hier im Stream wahrscheinlich wieder schlecht sieht, wo ich falte und klebe. Also 80% in Karamell in so einem Naturton und den goldenen kleinen bastel ich dann irgendwie noch am Wochenende. Wir starten wieder mit dem Vorfalten und ich lese gerade erst noch hier ganz kurz Heikes Frage. Die Frage, geht das Braune auch, wenn das Orangen schon fertig ist oder kommt es zwischendurch irgendwo rein? Heike, das kann ich hier gerade noch mal ganz kurz zeigen. Ihr müsst euch nicht von Anfang an entscheiden, wie ihr den Stiel umsetzen wollt. Ihr könnt auch erst noch bei eurem Wochenendspaziergang schauen, ob ihr irgendwie was einsammelt, denn dieses Teil hier habe ich überhaupt nicht eingeklebt. Das kann man einfach komplett rausnehmen. Das heißt, wir bauen eigentlich erst den kompletten Kürbis von der Grundform her zusammen und erst ganz am Ende entscheidet man sich eigentlich, wie man das hier innen drin lösen will. Ob man meine Papierdeko verwenden will, um die hier einzubauen, oder ob man sich vielleicht doch irgendwie für Naturmaterial entscheidet. Das heißt, die Entscheidung bleibt komplett offen bis zum Schluss. Du musst dich nicht jetzt schon festlegen. Du kannst es ganz, ganz, ganz am Ende entscheiden. Erst dann, wenn man wirklich sagt, man macht hier keine Klammer oder so dran zum Verschließen, sondern verklebt das Ganze fest, dann wäre es wahrscheinlich clever, vorher das einzubauen, weil sonst kriegst du das Papierteil nachträglich nicht mehr rein. Na, aber ihr könnt es euch komplett frei aussuchen, ganz bis zum Ende. Das heißt, wir widmen uns jetzt erstmal dem Zusammenbau von der Grundform und falten dafür jetzt gleich die Teile einmal vor.
Ich will nur den Kürbis wieder einmal schön zusammensetzen, weil ich mir gerade gedacht habe, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Für die, die vielleicht später zu uns stoßen, sieht man dann auch gleich, was das hier werden soll. Es gibt bei dem Kürbis übrigens auch kein Oben und kein Unten. Die Teile sind komplett symmetrisch aufgebaut. Das hilft, man muss weniger, man muss auf weniger achten, man muss weniger nachdenken beim Zusammensetzen. Eigentlich sind diese Wabenprojekte prädestiniert dafür, dass man die einfach so beim Serie gucken nebenher zusammensetzt. Aber wie gesagt, wegen den zwei unterschiedlichen Formen dachte ich, wir machen das hier einmal zusammen. Okay, also ihr seht ja auch schon die zwei unterschiedlichen Formen, die kann man sehr gut unterscheiden, weil wir haben eine Form, wo das Ganze hier an der Seite so richtig eingebeult ist. Das ist genau die Stelle, die beim Kürbis nachher diese Vertiefung zwischen diesen einzelnen Segmenten ergibt. Und dann haben wir eine Form, die an den Seiten jeweils relativ rund ist. Vorgefaltet werden die beide auf die gleiche Art und Weise. Und zwar falten wir an der unteren und der oberen Faltlinie jeweils eine Talfalte. Dann gibt es hier in der Mitte noch zwei Faltlinien, die werden als Bergfalte gefaltet. Und dann gibt es hier in der Mitte von Vertiefung zu Vertiefung, von oben nach unten, eine weitere Faltlinie, die wird ebenfalls als Bergfalte gefaltet. Und genau auf die gleiche Art und Weise falte ich das zweite Teil auch vor, das heißt oben und unten falten wir jeweils die Talfalte. In der Mitte falten wir die Bergfalten. Und in der Vertiefung von oben nach unten wieder die Bergfalte. So, und auf die gleiche Art und Weise muss man einfach alle Teile vorfalten. Bevor ich zeige, wie die Teile in sich zusammengeklebt werden, gehe ich heute direkt auf den Magnetverschluss ein, damit ich das nicht vergesse, beziehungsweise falls ihr schneller seid als ich, dass ihr nicht zu weit vorausgaloppiert seid, um den Magnetverschluss noch einbauen zu können. Denn wer mit Magnetverschluss arbeitet, muss am Ende zwei von diesen Teilen mit dieser Kerbe hier an der Seite offen lassen. Da kommt der Magnetverschluss rein. Ich benutze heute 3 mm Magnete, die haben wir hier im Stream, glaube ich, noch nicht verwendet, deshalb habe ich die euch auch unter dem Livestream nochmal verlinkt. Ansonsten in Originalgröße habe ich 5 mm Scheibenmagnete eingebaut. Das wären diese hier. Das heißt, hier in der Originalgröße sind die 5 mm drin. Bei der verkleinerten Variante habe ich entsprechend auch kleinere Magnete verwendet. Und die Magnete werden in eine Art Schablone eingebaut. Und zuerst bauen wir uns jetzt diese Schablone zusammen. Dafür hole ich mir hier einmal noch eine Unterlage ran. Und die Schablonenformen, das sind einfach solche Papierstreifen mit einem kreisrunden Ausschnitt. Hier habe ich meine 2 Scheibenmagnete. Und im Endeffekt stapelt man jetzt erstmal einige von diesen Schablonenformen, und zwar so viele, wie man braucht, um genau die gleiche Höhe zu erhalten, wie der Magnet dick ist. Der Magnet ist 1 mm dick. Wie viele von diesen Papierstreifen man jetzt braucht, um die Höhe genau auszugleichen, hängt davon ab, wie dick das Material ist, das man verwendet, mit welchem Kleber man klebt. Das heißt, da kann ich euch immer nur so Näherungswerte angeben. Ich habe bei dem orangefarbenen Papier relativ viele Teile gebraucht. Bei dem karamellfarbenen werden es nicht ganz so viele sein, es ist ein bisschen dicker als das orangefarbene. Wie viel Papier braucht man, fragt Diana. Du brauchst in Originalgröße für den Kürbis, lass mich nachdenken, damit ich keinen Quatsch erzähle, oder lass es mich nachgucken, ich glaube 8 Blatt in Orange, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil du brauchst im Endeffekt pro Segment 4 Teile und wir haben 8 Segmente. Das heißt, wenn du auch mit 8 Segmenten arbeitest, brauchst du 8 Blatt in Orange. Diese Streifen kriegt man auf diesen Blättern noch mit unter und dann brauchst du noch ungefähr ein Drittel Bogen plus minus in diesen anderen Farben, alles zusammengerechnet. Jonna fragt, ist das Clairefontaine-Papier, was ich heute benutze, das karamellfarbene, ist Clairefontaine-Papier. Habe ich euch auch bei YouTube unter dem Video verlinkt, weil wir mit dem karamellfarbenen Papier heute auch zum ersten Mal arbeiten. Gut, ich habe hier meine Schablonenform und lege jetzt einfach die Form einmal über diesen kleinen 3 mm Magneten und ich baue jetzt diese beiden Formen einfach direkt parallel zueinander auf und trage dafür Kleber auf der nächsten Schablonenform auf. Einmal hier auf der Rückseite. Das geht ein bisschen leichter, weil ich dann hier um diese Öffnung für den Magneten den Kleber leichter auftragen kann. Und ich mag das mit dem Magnet drin, das Ganze aufeinander zu kleben,
weil ich jetzt hier vorne einfach so ein bisschen drücken kann und das Ganze dann schon schön an seinen Platz wandert. Ah, Jonna, das orangefarbene Papier ist nicht von Clairefontaine. Ich kann gleich die Papierpackung noch mal herholen. Das habe ich heute einfach aus meinem Schrank gezaubert, weil es das einzige Papier war, das ich in Orange noch hatte. Das ist aus einer sehr quietschbunten Mischpackung, aber ich kann das gleich mal ranholen. Lass mich gerade einmal die Magnete vorbereiten und dann gucken wir gleich noch mal nach dem genauen Papier. So, ich hoffe, ich habe sonst nichts übersehen. Wie immer, schreibt gerne rein. Wir haben ganz entspannt einen wunderbaren Bastelabend vor uns. Das heißt, ihr hört es schon durch, ich habe unheimlich viel wieder im Kopf. Ich habe auch noch viel zu zeigen. Einiges, worauf ich wirklich auch stolz bin wie Bolle und einfach auch schon gespannt bin, nochmal euren Input zu hören. Ich habe die ein oder andere Frage an euch. Wir haben also irgendwie schon viel vor, aber wir machen das ganz entspannt. Ja, Jonna sagt schon, ich soll langsam machen, ihr bleibt länger. Ja, alles gut, Jonna. Wir kosten das heute auch nochmal richtig aus, denn wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche nicht im Stream, weil es nächste Woche das Basteltreffen hier bei uns im Ort gibt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Was wir genau basteln, zeige ich euch nachher auch nochmal kurz. Auch für diejenigen interessant und relevant, die nicht zum Basteltreffen kommen können, weil das nämlich auch unser Projekt dann für den nächsten Stream ist in 2 Wochen. Ich habe den Stream für in 2 Wochen auch schon eingeplant. Wer also schon weiß, dass er da Zeit hat, kann sich den Termin gern schon vormerken. Kann auch bei dem Video schon auf hier Benachrichtigung erhalten klicken, wenn er das möchte. So. Und das wird voraussichtlich auch ein bisschen ein längerer Bastelabend werden, dann in 2 Wochen, weil das Projekt so ein bisschen ausgeufert ist. So viel kann ich schon verraten. So, ich habe jetzt hier 5 Lagen gestapelt von diesem karamellfarbenen Papier. Und das reicht eigentlich theoretisch, glaube ich. Aber an dem theoretisch, glaube ich, merkt ihr schon, wir kleben doch noch eine auf. Das ist auch kein Muss. Also was ich jetzt hier mache, dient einfach einerseits der Verstärkung. Man kriegt dadurch ein bisschen mehr Fläche, in der der Magnet drin sitzt. Und dadurch hält er nicht nur so ganz punktuell, sondern überträgt die Kraft eben auch so ein bisschen entlang dieser Form, die wir hier zusammenbasteln. Und es geht natürlich auch darum, den Magnet quasi optisch verschwinden zu lassen, dass man nicht direkt auf den Magnet drauf schaut, sondern dass der einfach in der passenden Farbe des Projekts eingekleidet ist und sich schön in das Projekt quasi einfügt. Man sieht natürlich, wenn man sucht, trotzdem diesen Steg. Das ist aber auch ganz gut, weil dadurch sieht man, wo die Öffnung ist, ohne dass sie total ins Auge fällt, wenn man es nicht weiß. Wenn man es nicht weiß, wird einem das gar nicht auffallen. Aber wenn man den platt machen will, den Kürbis, dann ist es eben doch ganz gut, dass man die Stelle auch relativ gut finden kann. So, ich habe die beiden Schablonen vorbereitet und falte jetzt 2 von den Teilen vor, wo wir das Ganze dann auch einkleben. Das heißt, ich erkläre auch die Faltung nochmal. Ich falte unten und oben eine Talfalte. Dann falte ich an den 2 Faltlinien hier in der Mitte jeweils eine Bergfalte. Und dann haben wir noch eine Faltung von Vertiefung zu Vertiefung. Das ist auch eine Bergfalte. Und das Ganze mache ich direkt nochmal. Unten und oben die Talfalte, in der Mitte die Bergfalte und dann hier von Vertiefung zu Vertiefung noch eine Bergfalte. So, und bei diesen vorbereiteten Teilen werden jetzt gleich die Magnetmodule eingesetzt. Das heißt, ich drehe die Teile einmal um. Die Magnetmodule werden nämlich auf die Rückseite bzw. spätere Innenseite unseres Moduls geklebt. Und zwar hier auf die kurze Seite, das heißt auf die Seite mit dieser Vertiefung. Dafür nehme ich eins von den Modulen und lege das einfach schon mal hier ungefähr an den Platz. Wichtig beim Aufkleben ist, dass man die Faltlinien freilässt. Das heißt, man guckt, dass man die Faltlinie oben dran nicht blockiert, dass man die Faltlinie unten dran nicht blockiert und dass man auch so ein kleines bisschen von der Faltlinie in der Mitte wegbleibt. Das ist die Position, wo dieses Magnetmodul aufgeklebt wird. Und ich klebe jetzt hier auch direkt schon die erste Hälfte an. Trage dafür einmal Kleber auf.
und lege das Ganze eben hier wieder an die passende Stelle. Und wenn man das nicht direkt festdrückt, sondern einfach erstmal ablegt, kann man genau das nochmal kontrollieren. Also hier die Faltung einmal hochstellen, dann hier die Faltung einmal hochstellen und dann noch hier den Platz in der Mitte kontrollieren. Und wenn das alles passt und schön frei beweglich geblieben ist, dann kann ich hier mein Magnetteil auch feststreichen. Ich habe mir bei diesem ersten Magnetteil noch keinerlei Gedanken über die Polung der Magnete gemacht. Das machen wir jetzt hier im nächsten Schritt. Und zwar legen wir dafür diese beiden Teile Rücken an Rücken. Das heißt, ich schaue jetzt bei beiden auf die Innenseite und lege die Außenseiten quasi aufeinander und richte die ganz genau aufeinander aus. So. Dann drehen wir das einmal um, sodass die Seite oben liegt, die noch kein Magnetmodul hat. Und fixieren uns das Ganze hier einmal. Und so kann ich jetzt herausfinden, wie rum mein Magnetmodul auf dieser Seite angebracht werden muss, weil der Magnet hier drin sich eben entweder abstößt, dann merkt man, dass das Ganze hier einmal so um den Magnet drumherum springt, oder sich wirklich anzieht. Wenn man es einfach so drauf fallen lässt, dann legt sich das Ganze eigentlich schon von selbst in die richtige Richtung. Und so weiß ich ganz genau, wo ich das Magnetmodul auf der zweiten Seite anklebe und bin ganz sicher, dass die Polarität von meinen Magneten auch passt. Das heißt, ich trage hier auf der Rückseite einmal Kleber auf. Lass das Ganze jetzt hier wieder vorsichtig an seinen Platz schnappen. Und um jetzt hier meine Faltlinien wieder testen zu können, stelle ich hier quasi diesen Magnet, der das Ganze an Position gehalten hat, einmal zur Seite. Die Faltlinie oben passt. Die Faltlinie unten passt auch. Und die Faltlinie hier an der Seite passt auch. Ihr habt hier bei diesem Kürbis so ein bisschen Spiel. Hier ist die Form nicht ganz bis nach außen angesetzt, sondern bewusst so ein kleines bisschen vom Rand weggehalten. Das heißt, man kann hier links, rechts so ein kleines bisschen variieren. Das macht im Ergebnis eigentlich keinen Unterschied. So, und wenn das Ganze passend aufgeklebt ist, dann verschließe ich das Magnetmodul noch auf der Oberseite. Dabei geht es jetzt nur noch um Optik. Da geht es eigentlich nur darum, dass der Magnet eben nicht rausschaut. Und deshalb kleben wir da jetzt noch einen Streifen auf ohne Loch und lassen die Magnete dadurch hier einmal verschwinden. Einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite. Und diese beiden Teile für den Verschluss, die lege ich jetzt gleich einmal zur Seite und bereite erstmal munter weiter meine anderen Teile vor, denn die Verschlussteile werden erst ganz am Ende gebraucht. Das heißt, Anfang und Ende mit dem Magnetverschluss drinne kleben wir erst ganz am Schluss an. Gut. Bevor ich weiterklebe, Jonna, ich hole ganz kurz den Papierpack ran. Ich fürchte, das bringt dir nicht so viel, weil der hat sehr viele grelle Farben auch dabei. Den habe ich euch auch unten drunter nicht verlinkt, aber das hier wäre es. Es ist Colors von Stylex, hat 250 Blatt. Ich suche gerade noch die Grammatur. 80 Gramm, 75 Gramm, 80 Gramm. Und es sind sehr bunte Farben. Aber aus diesem Pack ist das Orange, das ich hier verwendet habe. Und wenn du den Link haben willst, weil du es doch so gut findest, schreib mir einfach eine E-Mail. Dann suche ich dir das nach dem Stream gerne raus. Gut, meine Magnetmatte darf einmal zur Seite. Und ich darf jetzt selbst weiter munter falten und dann im nächsten Schritt auch kleben. Sobald der erste von euch alle Teile gefaltet hat, schreibt mir gerne, dann erkläre ich das Kleben direkt. Ansonsten falte ich jetzt auch erst noch ein bisschen. Ich habe ein kleines bisschen schon vorbereitet, weil ich wusste, dass ich den kleinen Einschub mit dem Magnetmodul dazwischen habe. Deshalb dachte ich, ich erarbeite mir einen kleinen Vorsprung. Bin aber auch jederzeit quasi bereit, euch den nächsten Schritt zu erklären. So, und ich behalte es gerne so bei, dass wenn ich meine Teile hier falte, dass ich weiterhin diese zwei unterschiedlichen Grundformen unterscheide. Das heißt, ich bilde gerne zwei Stapel. Dann habe ich es nachher beim Zusammensetzen ein bisschen leichter und muss nicht dauernd gucken, was ist was. Marina, was davon ist genau deine Farbe? Das knallend leuchtende oder eher so hier die zurückhaltende Karamellfarbe?
Und die Vera hat sich diese Woche an den Weihnachtskugeln ohne Kleben probiert. Die sind auch echt toll. Mal gucken, ob der Rest von ihrer Idee auch klappt. Vera, jetzt bin ich neugierig. Weihe uns gerne schon ein. Oder weih uns erst ein, wenn du sicher bist, ob es funktioniert, wie du möchtest. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Und die Weihnachtskugeln ohne Kleben bräuchten auch dieses Jahr eigentlich wieder noch ein paar neue Motive. Neon, okay. Dann ist das Papier für euch vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Aber ich bin sonst nicht so der Neon-Typ. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich habe das eigentlich wegen den Pastellfarben bestellt. Es ist eine sehr wilde Mischung an Farben, was da drin ist in dieser Packung. Anke fragt, welche Weihnachtskugeln. Erstmal hallo Anke, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zu uns gestoßen bist. Ich kann die Weihnachtskugeln gleich mal kurz zeigen. Es gibt eine ganze Reihe an Kugeln komplett ohne Kleben. Ich will nicht lügen, ich glaube fast mit den Kugeln hat es damals mit den Kugeln angefangen, unsere ohne Kleben-Projekte. Die können wir uns vielleicht nachher ganz kurz einfach mal im Shop anschauen. Ich kann dann mal den Bildschirm aufmachen. Und die einfach ganz kurz reinholen. Die sind wunderschön. Ich habe letztes Jahr meinen ganzen Weihnachtsbaum nur mit selbst gebastelten Kugeln geschmückt. Hätte ich auch vor ein paar Jahren noch nicht geglaubt, dass der Tag irgendwann mal kommt. Aber ich habe eine ganze Kiste voll damit. Ich gucke mal ganz vorsichtig um die Ecke, ob ich die zufällig hier draußen stehen sehe, weil noch schöner wäre es natürlich, wenn ich dir die Kugeln in echt zeigen könnte. Wir meinen Mann mal ganz kurz ins Lager quasi schicken. Das ist ein Zimmer neben seinem Zimmer. Und der weiß, wie die Kugeln ohne Kleben aussehen. Vielleicht findet er die Kiste. Dann kann ich sie ganz kurz in echt zeigen. Er hat heute wieder viel Hohl- und Bringdienst, mein Mann. Ja, Alicia, ich habe deine Fotos gesehen. Ich habe es noch nicht geschafft, sie freizuschalten, weil du die jetzt sehr zeitnah vor dem Stream hochgeladen hast. Aber ich schaue nachher. Wir machen das nachher ganz in Ruhe. Ich habe schon mit einem Auge gesehen, dass da schöne Fotos angekommen sind. Ich kriege das ja auch immer per Mail quasi als Benachrichtigung. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, was am System selbst zu machen. Franziska schreibt, bei Action gibt es auch buntes Kopierpapier mit Orange drin. Ja, und im Endeffekt ist das so eine Art Kopierpapierpackung, ne, was ich da jetzt hatte. Jetzt ist fast ein bisschen schade, dass das hier nicht so ein bisschen mehr Big Brother-mäßig ist, weil ich höre es nur kruspeln und kramschen hier nebendran und mein Mann, der sich durchs Lager wühlt. Gucken, ob er die passende Kiste findet. Florian, ich muss gestehen, dass es sein kann, dass die gar nicht in dem Zimmer ist. Also falls du sie nicht findest. Nee, die ist hier oben auf jeden Fall. Entweder dann bei dir da im Flur oder vielleicht auch im Zimmer hinter mir. Kann auch sein. Kannst gerade mal noch durchlaufen, ja. Die waren für heute nicht eingeplant, deshalb haben wir die jetzt hier noch nicht zur Hand. Ja, das ist aber nicht. Ich suche so eine Kiste, so eine, wie du daneben dran stehst. Das ist eine ganze Kiste voll mit den wirklich kleinen Weihnachtskugeln. Ich gucke sonst auch gleich selber nochmal. Ich falte jetzt erstmal fleißig. Frodo such, sagt der Christian. Ja, das wär's. Wenn der Frodo quasi so einen kleinen Katalog hier hätte und genau wüsste, von wo er das apportieren kann. Die ganze Familie ist im Einsatz. Wenn mein Mann hier rumrümpelt, kommt der Kater gleich dazu und sucht auch. Ah. Ja, da fällt mir auch was ganz anderes noch ein, nämlich, dass ich diese Woche empört festgestellt habe, dass Facebook alle meine alten Livestreams gelöscht hat. Nein. Ich gucke gleich. Ich schaue gleich mal. Sonst vielleicht doch Keller, Florian. Aber eigentlich ist das mit dem Weihnachtszeug, glaube ich, hier hochgekommen. Ja, das heißt, die haben alles schön
gelöscht und eigentlich ist das ganz doof, weil das heißt, ich muss euch alle möglichen Projekte eigentlich neu zeigen, weil es die Projekte jetzt nicht mehr in bewegten Bildern gibt. Also wir könnten fast jede Woche noch einen weiteren Stream mit "Ich stelle euch die alten Projekte vor" machen. Liebe Grüße zurück nach Korsika. Ja, Jonna, es gibt nach wie vor Rabatt, wenn du bei Kreativdiscount bestellst, mit dem Rabattcode MiriamKreativ 2025 sparst du bei Kreativdiscount. Ich glaube 12%, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich müsste es nachgucken. Die Anita schreibt, oh ja, die alten Projekte sind toll. Anita, vielen Dank. Ich denke immer, ich will euch gar nicht mit dem alten Zeug langweilen, weil viele von euch mich schon so lange begleiten, dass ihr die ganzen alten Projekte kennt. Aber ich habe in letzter Zeit echt gemerkt, dass man sich da auch wirklich verschätzt, weil hier auch immer wieder neue Leute dazukommen. Und das ist besonders toll eigentlich, dass auch immer neue Leute dazukommen. Und die stehen dann vor einem Shop mit Hunderten von Projekten, was ich halt in den letzten Jahren seit, wie lange mache ich das jetzt schon? 2013 so angesammelt hat. Und dann sieht man ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, beziehungsweise ich glaube, es ist schwer, wenn man keinen Ansatzpunkt hat, dann auch neue Lieblingsprojekte irgendwie zu finden. So, ich habe fleißig vorgefaltet. Ich bin sofort wieder bei euch. Ich laufe gerade mal ein Zimmer weiter und gucke, ob ich auf Anhieb die Kiste mit den Kugeln finde, weil ich weiß, wonach ich suchen muss. Das könnte klappen, es könnte aber auch, ja, es könnte klappen. Treffer. Ich muss zur Verteidigung meines Mannes sagen, dass es unter dem ganzen Christbaumzeug ein bisschen verschütt gegangen ist. Aber hier ist die Kiste, die ich gesucht habe. Die holen wir jetzt zwischendurch ganz kurz rein. Die waren für heute eigentlich gar nicht eingeplant. Und dann geht es gleich weiter mit dem Kleben von unserem Wabenkürbis. Guck mal. Ich schiebe das einfach im Ganzen mal kurz zur Seite. Das ist jetzt so eine Art Werbeunterbrechung. Zack. Müssen wir mal ein kleines bisschen nach oben fahren. Das ist quasi auch der Beweis, dass das meine Christbaum-Deko war, weil ihr seht noch, hier sind die Christbaumhaken noch einmal eingetütet. Und ich habe die Kugeln in allen Größen gebastelt. In der normalen Größe, in der Mini-Größe habe ich ganz, ganz viele mit Zeichnung auch umgesetzt. Das heißt, wer diese Kugeln noch nicht kennt, schaut unbedingt mal im Shop. Man kann da ganz coole Sachen machen. Man kann die mit Beleuchtung umsetzen. Das heißt, es gibt eine Variante, wo man ein Lämpchen auch reinmachen kann. Es gibt welche, die wirklich einfach geschnitten sind. Es gibt auch welche, die komplett gezeichnet sind, in dem Fall mit dem Vollquill. Und das ist eben ein Projekt, das auch wieder komplett ohne Kleben funktioniert. Das heißt, es hat einfach eine kluge Grundgeometrie, wo die Teile ineinander reingesteckt werden und durch dieses ineinander reinstecken dann in sich eine sehr stabile Form entsteht. Dieses Kugelprojekt ist damals ein bisschen ausgeartet. Deshalb, es gibt Christbaumkugeln, es gibt das Ganze als Adventskalender-Variante, es gibt das Ganze aber auch als ganzjahrestaugliche Variante. Dann hat die Kugel hier oben diesen Christbaum-typischen Schnüddel nicht. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Der Teil hier, der fällt dann weg. Und es gibt die unterschiedlichsten Motive. Und wir haben mit unterschiedlichstem Material umgesetzt. Hier sieht man mal eins, was ein bisschen neutraler ist, mit einem Plättchenmotiv, was man durchaus jetzt auch für den Herbst umsetzen könnte. Und ja, ich bin da damals schon ziemlich eskaliert. Ich hätte aber auch durchaus noch Lust auf mehr Motive dafür. Dürft ihr gerne mal schreiben, die sagen, sie lieben die Kugeln, ob ihr auch noch Bedarf habt und eure Kugelkollektion dieses Jahr auch ein bisschen erweitern würdet. Ich liebe zum Beispiel auch die hier sehr mit den Streifen, einfach weil die so schön neutral ist und weil man die so schön zu jedem der Motive quasi dazu dekorieren kann. Und es ist ein komplettes System in unterschiedlichen Größen. Eigentlich sind im Basisset 3 Größen drin, 10, 8 und 6 cm. Und die ganz kleine hier hat 4 cm, das ist die Mini-Kugel, das ist quasi nochmal ein komplett eigenes System. Von der Erklärung deshalb, weil man die Motive von der 10 cm Kugel nicht einfach auf eine 4 cm Kugel bringen kann. So, genau, fachkundig Nupsi. Genau, der Nupsi oben an der Kugel, der schreit halt sehr Christbaum. Deshalb gibt es auch Varianten, wo dieser Nupsi hier oben an der Kugel nicht dran ist. Ja, also das ist kurz der Blick in meine Christbaumkiste. Was haben wir hier noch? Da haben wir auch noch die, da haben wir noch die Plattmachsterne.
oder auch Ziehsterne genannt. Die sind auch ein ziemlich cooles Projekt. Also für alle, die jetzt da erst auf mich gestoßen sind und irgendwie jetzt schon Lust haben, was für Weihnachten zu basteln, guckt euch die gerne mal an. Das Coole an den Ziehsternen ist, dass man die komplett platt machen kann. Die sind nicht ohne Kleben, die werden geklebt, aber sie bestehen nur aus 2 Teilen, einer Vorderseite und einer Rückseite und heißen Ziehstern, weil wenn man an der Schnur zieht, plupp, der Stern sich wieder aufstellt. Und die habe ich damals auch in allen ihren Größen gebastelt, von ganz klein bis deutlich größer. Das ist, wie gesagt, mein persönlicher Christbaumschmuck. Die sind mega. Vielen Dank, Jonna. Beate fände es toll, wenn es von den Kugeln eine 3D-Datei geben könnte. Dann wären die für den Außenbereich geeignet. Beate, das heißt im Umkehrschluss. Da frage ich doch direkt zurück. Du hast einen 3D-Drucker? Wenn ja, welchen? Ich möchte mir nämlich einen neuen 3D-Drucker kaufen. Damit habe ich mich die letzten Tage auch so ein bisschen beschäftigt. Aber ich habe mich noch nicht final entschieden, welchen. Ich habe schon sehr lange einen. Das ist der alte Anycubic i3 Mega. Mit dem habe ich jahrelang gedruckt. Aber ich hätte gern mal was bisschen mit mehr Komfort, was mein Mann dann vielleicht auch verwenden würde. Also falls jemand von euch einen 3D-Drucker hat, den er sehr empfehlen kann, dann verratet mir das gerne, weil ich bin auf der Suche nach einem neuen Gerät. So, ganz kurz zurück zu dir, Christian. Du fragst, ob der Frodo nächsten Freitag mit dabei ist. Also er kommt auf jeden Fall mal vorbei. Er wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit da sein, das wird zu viel, aber er kommt auf jeden Fall mal vorbei. 3D-Druck klingt cool. Ja, also wie gesagt, ich drucke schon sehr lange mit dem 3D-Drucker, bisher immer nur unter der Hand und für mich quasi. Ja, Vera schreibt, mit dem Ziehstein ist sie damals in die Livestreams eingestiegen, aber gebastelt hat sie noch keinen. War ein guter Reminder. Ja, dann ran da. Beate, du hast einen Bamboo Lab. Welchen? Ein P1S. Wie? Petra hat auch einen. Ihr seid ja alle schon wieder besser ausgestattet als ich. Kürbiskörper gefaltet. Stiel nur in eine Richtung falten. Hervorragend, Heike, du hast es sehr gut gemacht. Ich würde auch direkt hier weitermachen. Wenn es für dich okay ist, stellen wir den Stiel hinten an und gucken erst ganz kurz, wie wir das hier kleben, weil der Stiel ja erst ganz zum Schluss eingesetzt wird. Aber die kurze Antwort auf deine Frage, Heike, ist ja, Stiel alles Bergfalten. Ich zeige es aber dann auch gleich nochmal ganz in Ruhe. Gut. Weiter geht's im Text. Wir kleben diese einzelnen Segmente jetzt auch einmal erstmal in sich zusammen. Das heißt, ich drehe das Teil um, schaue auf die Rückseite und trage jetzt oben und unten Kleber auf. Das heißt, einmal hier am unteren Ende und einmal auch am oberen Ende. Und dann klappen wir diese beiden Hälften aufeinander und streichen die Klebeverbindung gut fest. Ist also vom System her so wie die Wabenkugeln, die wir schon gebastelt haben. Je nach Modell unterscheidet sich mein Vorgehen ja so ein bisschen, aber ich versuche das wirklich immer daran anzupassen, wie es für das jeweilige Projekt gerade am besten passt. Das heißt, ich habe bei den Tannenbäumen ja die Zusammenklebereihenfolge geändert, weil es bei den Bäumen mit der Spitze einfach Sinn macht und nötig ist, aber bei den Kürbissen ist es so ein bisschen günstiger. So. Hier nochmal ganz kurz der Reminder für die, die später dazugekommen sind. Diejenigen von euch, die mit einem Magnetverschluss arbeiten wollen, die müssen sich bitte von dieser Sorte hier 2 Teile übrig lassen, wo sie den Magnetverschluss einsetzen. Denn den später seitlich irgendwie reinzufriemeln ist relativ schwierig. Deshalb ist es da gut, wenn man sich 2 Teile offen lässt. Und ich arbeite auch hier quasi der Reihe nach einfach meine Stapel ab. Das heißt, beide Formen werden auf die gleiche Art und Weise vorbereitet. Ihr dreht das Teil um, sodass ihr auf die Rückseite schaut und tragt dann einmal im oberen und einmal im unteren Segment auf einer Hälfte den Kleber auf und klebt das Ganze einmal zusammen. Heute klebe ich wieder mit meinem Ponalholzleim. Ich habe die letzten Tage immer noch mit dem VBS Bastelkleber geklebt. Mein Mann hat aber jetzt extra vorm Stream für mich noch hier meine Flasche mit der dünnen Spitze gereinigt, weil ich eben gesagt habe, es kann durchaus sein, dass ich auch meine 60% noch klebe. Und dann werden die Streifen hier ja immer schmaler, auf die man den Kleber auftragen will. Und da mag ich dann einfach die Flasche mit der dünnen Spitze wirklich gern dafür.
So, und ihr seht, man braucht halt einfach eine gewisse Menge davon. Werft die einmal so ein bisschen hier rüber, dass es hier weiter ordentlich ausschaut. Christian hat einen Prusa MK4. Christian, von dem kannst du mir dann vielleicht nächste Woche ein bisschen berichten, was der besonders gut kann. Ich habe über einen Prusa XL nachgedacht. Oder eben vielleicht auch ein Bambulab. Aber bei dem Bambulab wird es der H2S, glaube ich, werden. Das müsste jetzt der neueste, glaube ich, von denen sein. Aber total spannend. Da hat sich die Plotterlandschaft, in Anführungszeichen, hat sich in den letzten Jahren verändert. Das ist cool, dass ihr auch 3D-Drucker habt. Vor noch ein paar Jahren hat mir damit keinem kommen müssen. Mit dem Thema 3D-Druck. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mich würde total interessieren, an die von euch, die einen 3D-Drucker haben, wie seid ihr dazu gekommen? Wofür habt ihr den angeschafft? Und was war euer Hauptkriterium, warum ihr euch für den entschieden habt? Also ich will viel von euch wissen. Mein Hauptgrund für einen anderen wäre eigentlich ein bisschen mehr Bauraum. Meine hat nur so gute 20 mal 20 mal 20, glaube ich, wenn ich es ungefähr richtig im Kopf habe. Und das ist halt noch ein offenes System. Ich hätte gerne ein geschlossenes System, das auch ein bisschen schneller ist als mein aktuelles Gerät. Kirsten sagt, ihr Mann schwört auf den Prusa. Also ich lese bei Prusa halt auch immer, dass die sehr solide sind. Da soll die Qualität einfach top sein, die Community soll gut sein. Ich habe schon ein bisschen dazu gelesen in den letzten Tagen. Aber ich habe mich noch nicht festgelegt und dachte einfach, ich frage mal in die Runde, weil vielleicht habt ihr ja auch eine Empfehlung. Ich habe diese Woche wieder viel ausgeheckt. Ich habe sehr viel ausgeheckt. Ich habe Änderungen an der Webseite programmiert. Ich habe einen Umbau hier in meinem Streamingraum geplant. Ich habe einen Umbau im Esszimmer geplant. Ich habe nach einem 3D-Drucker gesucht. Ich habe die Projekte für unser Basteltreffen fertig gemacht. Es war eine arbeitsreiche Woche. Petra sagt, das sind alles Corona-Sünden. Sie durfte gar nicht raus und musste sich ja beschäftigen. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Die Zeit musste man ja irgendwie rumkriegen. Benutzt du ihn denn immer noch regelmäßig, Petra? Das wäre ja spannend zu wissen. Bei mir steht er auch oft einfach still. Aber ich hätte ich wieder Lust. Und mit meinem alten Gerät dauert halt alles noch sehr, sehr lange. Die neueren Geräte sind ja schon deutlich schneller. So, ich bin beim zweiten Teil angekommen. Ich bereite es genauso vor. Das heißt, auch hier drehe ich das um, sodass ich auf die Rückseite schaue und trage meinen Kleber wieder einmal unten und einmal oben in den Segmenten auf, klappe das Ganze zusammen, streiche die Klebeverbindung gut fest und mache hier meinen zweiten Stapel. So, ich versuche das hier auch ziemlich zügig zu machen, damit ich euch dann gleich die Anordnung der Teile beim Zusammenkleben ganz in Ruhe akkurat erklären kann. Denn wichtig ist dann hier beim Zusammenkleben eben, dass man die Reihenfolge beachtet, welches Teil an welches geklebt wird und wie rum. Keine Sorge, das klingt viel komplizierter als es ist. Es ist wirklich banal, man muss es nur einmal verstehen. Und wenn man es einmal verstanden hat, geht der Rest dann wieder wie von selbst. Beate sagt, ihr Mann hat immer geschwärmt und die Kinder haben ihm dann zu Weihnachten geschenkt. Spannend. Ja, ist doch cool. Ist dann wenigstens ein Geschenk, mit dem man auch was anfangen kann. Und auch cool zu hören quasi, dass es auch dann so eine Art gemeinsames Hobby wahrscheinlich ist, Beate, ne? Wenn du sagst, du hättest gerne eine Druckdatei für den 3D-Drucker und dein Mann ist aber eigentlich der den 3D-Drucker hat, dann seid ihr da irgendwie gemeinsam im Thema. Tatsächlich beruhen ganz viele von meinen Papiermodellen auf 3D-Modellen. Alles, was ein bisschen komplizierter ist, entwickle ich zuerst als 3D-Modell und wickle das dann für ein Papiermodell quasi in Einzelschritten ab. Das habe ich grob bei dem Kürbis hier auch so gemacht, weil das einfach hilft, eine erste Einteilung sozusagen zu haben. Gibt natürlich dann immer bei der Umwandlung für Papier noch einige materialspezifische Besonderheiten quasi zu bedenken. Aber Umgang mit einer 3D-Software habe ich entsprechend halt auch schon ziemlich lang. Auch wenn ich da auch jedes Mal noch was dazu lerne.
Petra schreibt, sie macht schon immer mal was. Er läuft nicht mehr ständig, aber so 1 bis 2 Mal die Woche. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Und ich meine, die allermeisten benutzen ihren 3D-Drucker ja wirklich, um fertige Projekte zu drucken. Ich bin der Typ, ich benutze meinen 3D-Drucker eigentlich nur, um Eigenkreationen zu drucken. Aber entsprechend wird sich das ja auch wieder ganz gut ergänzen. Christian schreibt bei Ihnen ähnlich, die Heike will was haben und er druckt. Sehr gut, Christian. Wir hätten ja im letzten Jahr auch schon Verwendung gehabt, oder vor 2 Jahren, ne, für diese Adapter, für die Caesar Juliette. Da habe ich ja damals auch das 3D-Modell gemacht, für den Adapter, den man letzten Endes dann bei Michael Müller kaufen kann. Und da das Modell von mir ist, hätte ich das Modell natürlich eigentlich auch anderweitig zur Verfügung stellen können. Also es gibt schon immer mal wieder Anwendungsbereiche, wo das Ganze auch sehr nah am Plotten dran ist. So, Heike, du bist ja immer schneller als die Polizei erlaubt. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich ungefähr genauso weit wie du. Ich habe jetzt hier noch 3 Hälften, die ich zusammenkleben muss, und dann kann ich den eigentlichen Zusammenbau, die Anordnung der Segmente zueinander erklären. Ich hoffe ja, dass ich mit diesem Herbstprojekt jetzt irgendwie trotzdem noch euren Geschmack, euren Nerv treffe. Wir waren ja eigentlich gefühlt schon irgendwie bei Weihnachten angekommen und sind jetzt zwischendurch nochmal zum Herbst zurückgesprungen. Aber ich hatte da irgendwie Lust drauf. Und ihr habt euch den Wabenkürbis ja auch explizit gewünscht. Insofern habe ich das jetzt einfach mal mutig so gemacht. Petra schreibt, beim Laser ist es für sie leichter, was selbst zu erstellen. Ja, Petra, verstehe ich total. 3D-Software ist auch nicht gerade unbedingt selbsterklärend. Da ist die Lernkurve wesentlich steiler. Ein paar von beiden Sorten hast du schon sehr gut, Heike. Also an alle, die live mitbasteln, einmal ganz kurz aufgepasst quasi. Ich möchte euch ganz kurz erklären, wie diese Teile aneinander kommen. Dann ist es vielleicht auch ganz praktisch dafür, dass wir den fertigen Kürbis hier schon stehen haben. Ich denke, der hilft beim Verständnis. Damit habe ich es mit dem Erklären so ein kleines bisschen leichter. Ihr seht jetzt vielleicht auch schon, warum es gut war, das von Anfang an in 2 Stapel quasi zu teilen, weil jetzt, wo dieses Teil mit der Kerbe an der Seite zusammengeklebt ist, sieht man die gar nicht mehr so sehr auf den ersten Blick. Aber wenn ihr hier auf den fertigen Kürbis schaut, wir gucken uns hier mal ein Segment quasi an, dann seht ihr hier einmal quasi ein Segment, das sich hier dann rundherum immer wieder wiederholt. Das heißt, man braucht einmal das kürzeste Teil jeweils an der Außenseite. Das kürzeste Teil jeweils an der Außenseite bedeutet, wenn ihr euch hier diese Wabenteile einmal zur Hand nehmt, hier, wo diese Vertiefung ist, rechts und links, damit muss unser Kürbis einmal enden. Und dann habt ihr hier bei den anderen Teilen, die diese Vertiefung nicht haben, auch 2 Seiten. Die kann man eigentlich ganz gut erkennen, wenn man das Teil in der Hand hat, weil hier nämlich eine Seite ein kleines bisschen kürzer und knapper ist als die andere Seite. Das heißt, es endet außen nicht ganz kantenbündig, sondern eine Seite ist hier so ein kleines bisschen knapper als die andere. Wenn ihr die Seite nicht seht, müsst ihr das Teil nur umdrehen. Also es ist immer so, dass man eine Seite hat, die etwas schmaler gehalten ist und eine, die etwas breiter gehalten ist. Und der Aufbau ist jetzt eigentlich für den Kürbis immer gleich. Ihr klebt 2 Teile mit der breitesten Stelle aufeinander. Das heißt, wir stapeln zuerst 2 Teile von diesem Stapel, die diese Kerbe gar nicht haben. Die kommen hier in die Mitte und werden so zusammengeklebt. Und dann kommen 2 Teile mit Kerbe so ausgerichtet, dass dieses tiefe Teil ganz außen liegt. So. Und man kann das eigentlich wirklich fast nicht falsch machen, sage ich so frech, weil man beim Aufeinanderstapeln auch immer sieht, ob sich hier vorne die Kante genau trifft. Nur dann liegen die Teile richtig. Das heißt, ich klebe jetzt immer 4 Teile zusammen, bis auf für Start und Ende. Bei Start und Ende fehlt uns dann jeweils das letzte Modul. Das ist das Modul, wo ich hier mein Magnetteil eingesetzt habe. Okay.
Das ist das Grundprinzip. Ihr dürft mir gerne einmal reinschreiben, ob das so zu verstehen war. Ich überlege gerade, wie ich euch das am ehesten hinlegen kann, damit man es vielleicht nochmal sieht. Das Ganze endet außen hier mit der Kerbe und zwischendrin habt ihr zwei identische Teile, die so zusammengeklebt werden, dass das breiteste Teil jeweils aufeinander zu liegen kommt. Und das schmalere Teil liegt links und rechts außen und dann kriegt ihr hier außen diese zwei Teile so drauf, dass man jeweils von außen diese Vertiefung noch sehen kann. Ich starte jetzt einfach mal hier, klebt die ersten 4 Teile zusammen. Ihr dürft jederzeit zwischenfragen. Ich habe genug Teile, an denen ich das nochmal erklären kann. Ich starte in der Mitte mit 2 Teilen ohne Kerbe, also quasi 2 Teile A, wenn man so will. Und die werden jetzt Rücken an Rücken aneinander geklebt. Das heißt, ich trage auf einer der Seiten, die breit ist, also wo ich dieses schmale Teil nicht sehen kann, nur in der Mitte, auf dem mittlersten Steg Kleber auf. So. Und lege die Teile dann hier Rücken an Rücken aufeinander. Ich versuche mich immer hier an der Faltkante zu orientieren, dass die wirklich schön gerade zueinander steht und streiche hier die Verbindung gut fest. Und wenn ich diese ersten 2 Teile zusammengeklebt habe, ist hier auf der einen Seite die Seite, wo das Ganze so ein bisschen zurückspringt und auf der anderen Seite eben auch. Das heißt, wir bauen eigentlich symmetrisch von der Mitte nach außen auf. Und auf diese Seite tragen wir jetzt auch wieder einmal Kleber auf und kleben hier ein Teil B außen auf. Das ist das mit der Vertiefung. Orientieren uns wieder hier an der Faltkante und streichen die Klebeverbindung bis ganz vorne gut fest. Und das gleiche mache ich auch gegenüberliegend auf der zweiten Seite. Ja, Marina schreibt, es sieht einfacher aus als das Wabenherz. Es ist viel einfacher als das Wabenherz, weil wir wirklich nur 2 Teile unterscheiden müssen. A und B, so quasi. Mehr ist es nicht. Aber es ist eben auch wichtig, dass man die immer mit der richtigen Seite aneinander klebt. Du hast ja bei A und B jeweils, wenn du so willst, noch eine Vorder- und eine Rückseite, die sich unterscheiden. Das heißt, man muss eben darauf achten, dass man die mit der richtigen Seite stapelt. So, und so sieht das Ganze aus, wenn ich die ersten 4 Teile miteinander verbunden habe. Hier ganz außen ist der tiefste Punkt. Das ist genau das, was hier zwischendrin immer diese Vertiefung bei dem Kürbis ausmacht. Und zur Mitte hin steigt die Höhe quasi immer weiter an. Und davon brauchen wir jetzt einfach mehrere. Und diese mehreren werden dann am Ende auch wieder einfach aufeinander gestapelt. So, ich gucke noch mal ganz kurz nach euren Fragen. Die Jonna schreibt, ganz dickes Lob an den Support von Caesar. Der Michael von dort ist sehr, sehr nett. Jonna, das freut mich. Ich hatte dir ja damals den Kontakt quasi zu dem Michael hergestellt. Die haben bisher auch noch jedes Problem gelöst. Und Bianca hat gefragt nach letzter Woche, ob es eine Liste gibt, was ihr alles braucht. Also mehr als die Links unten drunter. Die Lampen sind ausverkauft. Bianca, ich habe noch mal eine alternative Lampe bestellt. Du kannst aber auch mit Lichterkette arbeiten. Was du genau brauchst, hängt total davon ab, welches der Projekte du umsetzen willst. Menge, Material, Angabenmengen stehen diesmal direkt in der Datei. Das heißt, du guckst, wenn du mit Motiv basteln willst, öffnest du die Datei mit Motiv. Und da steht drin, wie viel du von was brauchst. Mit Transparentpapier, ohne Transparentpapier. Nadine fragt, sie ist erst dazugekommen, welche Papierstärke nimmt man am besten? Nadine, heute für den Papierkürbis irgendwas zwischen 100 und 140 Gramm, würde ich sagen, ist ideal. Also dünnes Papier, aber nicht zu dünn. Aber wir haben vorhin gesehen, was ich hier im Original verwendet habe, hat sogar nur 80 Gramm und auch das hat funktioniert. Also Grundaussage eher weicheres, leichteres Papier, weil die Waben dann ein bisschen elastischer und filigraner werden. Ist nicht nötig für das Projekt quasi was sehr Stabiles zu verwenden. Und dann einfach das, was du farblich passend zu Hause hast, wo du sagst, das kannst du dir hier für den Kürbis vorstellen. Das kannst du dann einfach nehmen. Und ich weiche heute hier in den Farben mal so ein bisschen ab. Ich habe natürlich einen in ganz klischeemäßig orange gemacht, damit man sofort sieht, dass es ein Kürbis ist. Ich dachte, das hilft, dass man direkt die richtige Assoziation hat. Aber ich bastel jetzt auch noch mal einen so ein bisschen mehr in Naturtönen, nicht ganz so knallig, weil ich gern noch so ein bisschen creme, gold, beige die Richtung haben wollte.
Jonna schreibt, voll schade, dass ihr es nicht schafft, an dem Wochenende dabei zu sein. Der Austausch wäre sicher ein Erlebnis, ja. Du wirst auf jeden Fall was verpassen. Aber ich verstehe das auch. Es ist eine Anreise, es ist ja auch mit Kosten verbunden und dass es nicht für jeden passt, dass es nicht für jeden an dem Wochenende passt, ist alles irgendwie absolut klar. Es ist tatsächlich noch nicht klar, nicht, dass ihr euch denkt, man kann es irgendwann mal vielleicht noch machen. Aktuell sieht es so aus, als wäre das vorerst unser letztes Treffen in Person hier vor Ort. Eben deshalb, weil das so schwierig ist, einen Termin zu finden, der dann auch für alle funktioniert. Dann sind dann viele doch irgendwie spontan verhindert. Das war diesmal auch wieder so. Und mein Hauptbusiness ist halt nicht Eventorganisation, sondern Basteln, wie man hier unschwer erkennt. Und der Aufwand drumherum ist halt auch schon immer nicht zu verachten, bis das alles irgendwie orgatechnisch steht. Das heißt, es ist noch nicht klar, ob es nochmal ein Treffen geben wird in dieser Form. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir freuen uns jetzt erstmal darauf, dass wir uns nächstes Wochenende auf jeden Fall sehen. Für mich sind die Wochenenden nämlich auch immer toll. Ich lerne viel darüber, wie ihr meine Projekte auch angeht, wie ihr die umsetzt. Es gibt immer viel schönen Austausch auch zum Material. Also ich freue mich schon sehr darauf. Und wir sind diesmal auch wirklich eine kleine Runde. Das heißt, es wird in meiner Vorstellung ein sehr, sehr, sehr entspanntes Wochenende. Basteln in sehr entspanntem Klima. Und mit genug Zeit, sich eben auch über so andere Themen wie 3D-Druck und Laser auszutauschen. Die Mary wäre so gerne bei uns. Mary, liebe Grüße. Vera schreibt, das Karamell ist doch quasi Butternut-Kürbisfarbe. Ja, das stimmt. Eigentlich ist es wirklich Butternut-Kürbisfarbe. Es ist halt nur die falsche Form für einen Butternut-Kürbis, aber von der Farbe her trifft es wirklich ganz gut. So. Ich bin schon gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Und den goldenen kleinen muss ich dann auch noch machen, aber das mache ich nicht mehr heute im Stream. Sonst kommen wir ja zu gar nichts. Wir haben noch so viele andere Themen zu besprechen. Aber gut, dass ich euch jetzt zwischendurch schon fragen konnte nach dem 3D-Drucker. Das interessiert mich nämlich, wie gesagt, total. Aber Bambulab und Prusa waren letzten Endes auch die jetzt in der näheren Auswahl bei mir waren. Ich habe mich nur noch nicht entschieden. Bianca fragt, wäre ein Wabenstern denkbar? Bianca, es kommt ein bisschen drauf an. Bei den Sternen bin ich eher bei so einer Art Fächermachart gelandet, weil halt, ja, weiß ich auch nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das bietet sich an. Weil bei den Wabenprojekten hast du ja die Wabe nach außen hin. Bei den Sternen, die ich zuletzt gemacht habe, die gehen auch so Richtung Wabenprojekt. Aber die Wabe sitzt am äußeren Rand. Also oben, unten ringsherum quasi beim Stern, während bei dem Kürbis und bei der Kugel die Waben ja ringsherum verlaufen. Das ist noch so ein bisschen die Frage. Es wird auf jeden Fall noch einen Fächerstern in XL in Anführungszeichen für die Stehlampe geben, wo wir die XL-Fächerblume dafür gebastelt hatten. Kommt ein XL-Fächerstern. Der ist schon in Vorbereitung. Und sonst kann ich dir noch was Ähnliches zeigen. Du kannst mir sagen, ob das genug in die Wabenrichtung geht. Sonst brauche ich von dir nochmal Input, aber wir sehen uns ja nächste Woche, wie du dir das ungefähr vorstellen würdest. Wir sind mit unseren Wabenprojekten ja sowas von im Trend. Wir sind ja dieses Jahr wirklich überall. Jana wollte es für nächstes Jahr einplanen, sofern es ihre Gesundheit zulässt. Jana, ich will auch den Teufel nicht an die Wand malen, aber aktuell sieht es wirklich so aus, als ob das nicht... Wir gucken, wir schauen. Wir gucken mal jetzt, wie dieses Wochenende wieder verläuft. Wir gucken auch, was das Hotel sagt. Aber es ist eben, wie gesagt, schwierig, viele Leute unter einen Hut zu kriegen, was den Termin angeht. Das dann auch mit der Location immer irgendwie verbindlich zu machen. Ist auch immer nicht so einfach. Wir sind auch bei der Location, wo wir diesmal sind, dem Eventort, sind wir das erste Mal fürs ganze Event. Wir sind diesmal auch für den Bastelteil im Hotel. Da müssen wir auch ein bisschen gucken, wie das läuft. Der XL-Hase als Engel, Verena, der kommt auf jeden Fall.
Mein Hase liegt hier schon neben mir. Der soll allerdings erstmal noch eine Verstärkung im unteren Bereich bekommen, weil mein Hase jetzt die ganze Zeit stand und jetzt unten so ein bisschen irgendwie eingeknickt ist. Da müssen meine neuen Wabenerkenntnisse noch umgesetzt werden, dass der erstmal eine Verstärkung am Fußende bekommt. Und dann habe ich die Hasenohren ehrlich gesagt schon weggeworfen. Das heißt, der kriegt einen Heiligenschein und Flügel. Der kommt auf jeden Fall. So, bei wie vielen bin ich denn? Bei 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann ich 6 und 7 eigentlich soweit jetzt noch vorbereiten. Und bei 6 und 7, die 6 kann ich noch komplett normal bauen. Das machen wir erstmal. Und 7 und 8 kriegt ja dann schon seitlich den Verschluss. Es hat auch keiner von euch protestiert. Das heißt, ich hoffe, man konnte verstehen, wie der Zusammenbau abläuft. Ja, Maren schreibt, wir sind viel zu weit weg für dich, Nordlicht. Also, wir haben auch Besucher, die sehr, sehr nördlich wohnen. Maren, ihr könntet wahrscheinlich eine Fahrgemeinschaft eigentlich gründen. Ja, ich verstehe das aber. Also die Anreise ist halt weit, je nachdem, von wo man kommt. So, ich gehe für meinen Kürbis jetzt wieder von 8 Segmenten aus. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das hier nicht versehentlich schief anklebe. Das heißt, ich habe 6 ganz normale und 2 Segmente, die jeweils das Magnetmodul verpasst bekommen. Kann ich auch gleich nochmal zeigen, wie ich das anbringe. Und dann können wir eigentlich auch schon den ganzen Kürbiskörper quasi in sich zusammenkleben und uns dann Richtung Ende des Zusammenbaus noch der Deko widmen. Ich bin gespannt, welche Farbe ihr benutzt, ob ihr alle klassisch orange bastelt, ob ihr in Originalgröße bastelt, wahrscheinlich schon, ne? Den ersten Kürbis bastelt man normal erstmal in Originalgröße. Ich habe den aber ehrlich gesagt im Test, mein Testmodell war auf 50% verkleinert. Deshalb weiß ich, dass ich ihn auf jeden Fall kleiner hinbekomme. Und dass ich mich jetzt für 60% für den goldenen entschieden habe, liegt einfach daran, dass es mit der Magnetgröße perfekt passt. So, ich bin jetzt bei meinen letzten beiden Segmenten angekommen. Das heißt, ich habe 6 Segmente als Standardsegmente aufgebaut und bekomme jetzt 2 Segmente mit Magnetverschluss. Die klebe ich eigentlich erstmal genauso zusammen wie die ganze Zeit, nur dass ein Teil B eben mit Magnetverschluss angebaut wird. Das heißt, ich klebe jetzt hier erstmal meine beiden Teile A wieder Rücken aneinander und klebe dann nur ein Teil B auf. Einmal hier. So. Und das zweite Teil B auf dieser Seite ist jetzt eben eins von den Teilen mit dem Magnetmodul drin. Das heißt, ich nehme jetzt eins von den Teilen, klebe hier auch erst die Hälften ganz normal zusammen, wie wir die anderen Teile ohne Magnetmodul auch vorbereitet haben. Das heißt, einmal hier auf den Segmenten ganz am Rand, Kleber drauf und oben und unten schön zusammenkleben. Und jetzt klebe ich dieses Teil B einmal hier auf meine vorbereiteten Teile. Und das ist dann eben mein erstes bzw. letztes Teil. Das heißt, hier habe ich jetzt ein besonderes Teil, wo der Magnetverschluss einmal hier an dieser kurzen Seite eingesetzt ist. So, dann mache ich das für mein letztes Segment auch so. Das heißt, hier klebe ich auch die Teile A wieder Rücken aneinander.
Streiche das Ganze gut fest. Und dann klebe ich hier ein Teil B auf die eine Seite. Und das zweite Teil B ist jetzt mein zweites Teil mit eingebautem Magnet. Das bereiten wir einmal vor. Und kleben das dann hier auf die zweite Seite. Einmal wieder nur hier auf der Mitte. So. Und damit habe ich alle Teile vorbereitet. Diese zwei hier oben sind die mit dem Magnet drin und diese hier unten sind die ganzen Teile ohne Magnet. Und jetzt müssen wir die vorbereiteten Segmente auch noch einmal stapeln. Und dafür tragen wir immer hier außen wieder in der Mitte auf diesem mittelletzten Segment den Kleber auf und stapeln jetzt einfach das nächste Segment einmal oben auf. Auch hier versuche ich quasi genau hier an der Innenseite eine schöne ebene Fläche herzustellen und bringe dann hier schön Druck auf die Mitte und habe damit jetzt hier die ersten beiden Segmente schon miteinander verbunden. Und so arbeite ich jetzt erstmal weiter mit den Teilen ohne Magnet und ganz zum Schluss klebe ich außen die beiden Teile mit Magnet auf. Würde mich auch total interessieren, ob ihr bei einem Projekt in der Größe mit Magnet arbeitet oder eher ohne Magnet. Alternative zum Magnet wäre hier eine Büroklammer. Man kann in der Originalgröße dieses letzte und erste Teil auch mit einer Büroklammer zusammenklammern und dann stellt man den Kürbis einfach so hin, dass die Büroklammer an der Rückseite ist und das sieht auch niemand. Das heißt, wer jetzt nicht einen passenden Magneten zu Hause hat und das Ganze mit den Wabenprojekten einfach erstmal ausprobieren will, der kann sehr gut auch einfach auf eine Büroklammer als Verschlussmöglichkeit zurückgreifen. Und weil ich gerade lese, man kann nur gucken und mitbasteln quasi parallel fällt einem schwer, macht dir darüber bitte keine Gedanken. Die Streamaufzeichnung bleibt auf jeden Fall online. Das heißt, wer Lust hat, das Projekt nachher nachzuarbeiten, kann ganz in Ruhe sich auch die Aufzeichnung angucken. Ich kann es total verstehen, dass es vielleicht gerade am Anfang auch ein bisschen überwältigend ist, wenn das alles irgendwie auf einmal passiert. Und ihr könnt es ganz so halten, wie ihr möchtet. Ihr könnt live mitbasteln, ihr könnt einfach nur zugucken und ein bisschen euren Input geben. Wir haben ja doch immer das ein oder andere Thema, das uns interessiert, sprechen oft auch über die nächsten Projekte, die jetzt dann noch so kommen. Dazu habt ihr auch ganz oft Wünsche und Ideen. Und ihr seht auch heute an dem Wabenkürbis wieder, ihr habt durchaus Einfluss darauf, was hier umgesetzt wird. Insofern ist es völlig legitim, auch einfach so dabei zu sein und nicht live direkt mitzubasteln. Ich freue mich natürlich aber trotzdem immer über jeden, der auch live mitbastelt. Wow, Franziska würde 6 Stunden mit dem Auto brauchen. Das ist ja schon auch ganz ordentlich. Aber dass das Ganze irgendwo anders stattfindet als hier, ist extrem unwahrscheinlich. Das sage ich euch gleich. Wir überlegen ja schon, ob uns die Orga hier quasi zu viel ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meinen ganzen Kram ins Auto packen soll und irgendwo hinreisen, wo ich selber noch nie war. Nee. Ich verreise ja sonst schon fast nie. Kathi überlegt gerade, wie lange sie immer gefahren sind. Genau, einige bilden Fahrgemeinschaften, absolut.
Ich muss durch Deutschland touren. Ihr habt Ideen. Ihr habt Ideen. So, 6 von 8 Segmenten sind zusammengeklebt und schaut mal, wie schön das ist. Ich habe da immer noch Spaß dran. Ich hoffe immer, dass ich euch nicht langweile, wenn ich mit dem vierten Wabenprojekt um die Ecke komme, aber ich bin selber einfach glücklich drüber. Und ihr denkt es euch, wir kleben jetzt als letztes noch das Teil mit Magnet außen auf. Und wichtig ist jetzt beim Aufkleben von dem Segment mit Magnet natürlich, dass der Magnet oben liegt. Das heißt, ich klebe das Ganze so an, dass hier die Seite, wo ich das Magnetmodul eingebaut habe, auf der Oberseite liegt und nicht auf der Unterseite, die ich jetzt verklebe. Weil der Magnet natürlich ganz, ganz außen liegen muss, damit Anfang und Ende mit Hilfe des Magnets verschlossen werden können. Liegt, denke ich, soweit eigentlich auf der Hand. Aber im Eifer des Gefechts kann es schon mal passieren, dass man da nicht dran denkt. Deshalb sage ich das hier nochmal so explizit, damit man das auf jeden Fall auf dem Schirm hat. Die Petra häkelt heute mal zur Abwechslung. Das ist auch okay, Petra. Alle Formen von Kreativität sind hier äußerst willkommen. Du hast uns ja schon mit deiner Info zum Thema 3D-Drucker unterstützt. So, hier habe ich das eine Magnetmodul angeklebt auf der einen Seite und das zweite kommt logischerweise auf die andere Seite, damit wir eins am Anfang und eins am Ende haben. Und auch hier so, dass der Magnet wieder nach außen schaut. Das heißt, die Magnetseite liegt oben auf. Und je nachdem, mit welchem Kleber ihr klebt, solltet ihr theoretisch so ein kleines bisschen für kurze Zeit der Versuchung widerstehen, das Ganze aufzufächern, weil beim Auffächern natürlich direkt Zug auf die Klebeverbindung kommt. Wir sind aber mit den 8 Segmenten hier auch so gut dabei, dass sich das Ganze nicht so extrem stark spannt. Wartet, lasst mich mal hier nochmal eine kleine Ecke, die ich gerne nachbessern will, wo ich nicht so gründlich geklebt habe. Ich glaube, so schnell habe ich auch noch nie so ein Wabenprojekt geklebt wie heute. Das war heute die Express-Variante. So, und damit ist mein kleiner 80% Größenkürbis auch schon fast fertig. Es fehlt nur noch die Deko. Es fehlt nur noch die Deko. Da brauche ich ganz kurz euren Rat, auch an die, die nicht mitbasteln. Ich brauche Farbberatung. Ich habe nämlich ursprünglich das Ganze auch in diesem hellen Grün geschnitten. Und ich könnte mir auch das helle Grün hier tatsächlich zu dem karamellfarbenen Papier vorstellen. Ich habe das aber auch in diesem Salbeigrün geschnitten, weil ich dachte, zu dem karamellfarbenen Papier und auch von der Idee her natürlich zu dem goldenen Papier passt auch etwas, was so ein bisschen gesetzter ist, weil dieses Grün ist relativ heftig, das ist sehr intensiv im Vergleich. Das hier ist ein bisschen dunkler. Was gefällt euch besser? Was würdet ihr hier wählen? Eher heller Grün, eher dunkler Grün? Dürft ihr kurz eure Meinung dazu abgeben und solange ihr eure Meinung dazu abgebt, bereite ich einmal den Stiel vor. Der wird nämlich definitiv braun. Da gibt es nicht viel zu orakeln. Und der Stiel hat hier an der Seite zusätzliche Laschen, die als Verstärkung gedacht sind. Und es gibt hier Faltlinien. Die eine Faltlinie läuft genau entlang von dieser Papierkante hier unten, einmal komplett nach oben. Man sieht die auf diesem geriffelten Papier sehr schlecht. Deshalb versuche ich die Lage so ein bisschen zu erklären. Also quasi in Verlängerung von dieser Linie eine Faltlinie nach oben und unten als Bergfalte. Und dann habt ihr diese Zusatzlasche, die wird auch als Bergfalte einmal auf die Rückseite umgefaltet. Das gleiche auf der zweiten Seite. Auch hier Bergfalte, Bergfalte und noch eine und noch eine. Also sind alles Bergfalten, man klappt das Ganze einmal nach hinten um. Dunkel, 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 dunkel. Sehr schön, okay? Vielen Dank für eure Rückmeldung. Wir nehmen das Dunkle, sehr gut. Ich habe mir es fast gedacht. Ich hatte erst das Helle geschnitten, dann habe ich gedacht, nee, das Dunkle ist, glaube ich, besser. Gut, nach dem Vorfalten drehe ich den Stiel einmal um. Und diese Zusatzlaschen rechts und links, die werden jetzt einfach mit Kleber versehen und einmal umgeklappt. Da geht es einfach nur darum, das Material aufzudoppeln und diese Lasche so ein kleines bisschen stabiler zu machen.
So. Und hier in der Mitte wird auf der Rückseite auch nochmal dieses Stielteil aufgeklebt. Gleiche Grundphilosophie, es geht einfach nur darum, den Stiel nochmal so ein bisschen zu stabilisieren, auch über das Mittelteil hinweg. Falls ihr euch fragt, wofür die Löcher in diesem Teil da sind, die sind nur für alle Fälle da. Falls ihr irgendwie überlegt, den Kürbis aufzuhängen, könnt ihr diese Löcher verwenden, um da zum Beispiel einen dünnen Draht durchzuziehen oder einen Faden durchzuziehen. Das soll euch einfach helfen, falls ihr irgendeine weitere Form der Befestigung oder Aufhängung benötigt. Es ist auch eine Aufhängeform im Download mit drin, die keinen Stiel dran hat. Wer also den Stiel weglassen und das Ganze trotzdem aufhängen möchte, kann auch mit der Aufhängung arbeiten. Die Aufhängung hat einfach dann kein Stielsegment nach oben, wird aber ansonsten identisch vorbereitet. Das heißt, die hat die gleichen Flügelchen zur Seite. Das heißt, auch da wird einfach vorgefaltet, die Flügelchen werden auf die Rückseite umgeklebt, die Verstärkung wird in der Mitte aufgeklebt. Ist aber alles optional. So, und den Stiel als solchen kann ich jetzt schon einmal in meinen Kürbis einsetzen. So mache ich das nämlich ganz gerne, weil ich dann so ein bisschen gucken kann, wie ich genau meine Kringel und mein Blatt anordne. Das heißt, ich klebe jetzt nicht erst alles an dem Stiel fest, sondern ich öffne jetzt meinen Kürbis nochmal an der Seite. Hier ist mein Magnetverschluss, da klappe ich das Ganze einmal auseinander. Und um das Ganze hier einzusetzen, nimmt man diese Flügelchen und steckt die eben einmal hier in die obere Hälfte und einmal in die untere Hälfte ein. Hier in der Mitte haben wir das Ganze ja zusammengeklebt und ich halte mir dafür gerne die mittleren Segmente so ein bisschen zusammen. Das ist jetzt hier eigentlich ganz nett, weil wir durch die Vertiefung sehr gut die Segmente voneinander trennen können. So. Ob das sich genau ausgeht zur Hälfte, hängt ein bisschen davon ab, welche Papierstärke ihr verwendet habt. Geht jetzt bei meinem Karamellpapier schon nicht mehr, ist aber kein Problem, weil es muss nicht genau quasi vom Material her hälftig eingesetzt sein. So, einmal an der einen Seite einstecken und einmal an der zweiten Seite über diese Vertiefung hinweg. Und dann kann man das Ganze auch schon wieder zuklappen. Klapp, klapp und schnapp bitte. Ja. Und der Stiel sitzt einmal hier im Kürbis. Mein Blatt bringe ich jetzt erst noch so ein kleines bisschen in Form. Da muss ich gerade einmal hier unter mich greifen. Da habe ich mein Prägewerkzeug nämlich schon bereit liegen. Hier die Prägelinien auf dem Blatt mache ich von Hand. Da war ich schlicht und ergreifend zu faul, irgendwie was Spezifisches für einen Plotter zu machen. Wer also Lust hat, das Blatt, wie ich hier bei dem großen Kürbis auch, so ein kleines bisschen zu strukturieren, der kann hier einfach ein Prägewerkzeug verwenden. Am besten auf einer weichen Unterlage. Und hier richtig schön mit, man traut sich, einfach so ein paar Adern auf das Blatt ziehen. Ich folge da keiner festen Regel, ich mache das einfach so, wie mir es in dem Moment gerade einfällt. Ich finde es hier auch völlig okay, wenn das nicht symmetrisch ist, also auf der einen Seite irgendwie ein bisschen anders aussieht als auf der anderen Seite. Es ist auch absolut kein Muss, aber ich finde, es ist einfach ein ganz nettes Detail, das Blatt noch so ein kleines bisschen zusätzlich zu bearbeiten. Dann sieht es nicht ganz so, ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig aus, aber ihr wisst, was ich meine, nicht ganz so platt. Das Blatt ist dann nicht ganz so platt, sondern es ist ein bisschen realistischer und dreidimensionaler. Für diesen Zweck nehme ich auch gerne eine kleine Falzhilfe und mache mir hier die einzelnen Spitzen noch so ein kleines bisschen rund und vielleicht auch eine bisschen nach oben statt nach unten, um so ein kleines bisschen Abwechslung reinzukriegen. Und auch den Stiel mache ich mir hier mit so einer kleinen Hilfe so ein kleines bisschen rund. Und dann kann man sich einfach das Ganze einmal hier nämlich schön anhalten und kann überlegen, wo an dem Kürbis man es gerne positionieren möchte. Und kann das dann jetzt hier entsprechend einmal ankleben. Finde ich persönlich komfortabler, als wenn ich mich da von Anfang an entscheiden müsste. Ach, lasst mich das gerade noch mal ein bisschen nacharbeiten. Wir sind ja hier nicht auf der Flucht. Ich hätte das gerne noch ein bisschen intensiver. Durch dieses Rundmachen habe ich mir jetzt einen Teil von meinen Faltlinien oder von meinen Prägelinien, besser gesagt, hier wieder rausgezogen. Die darf man ruhig richtig markant auch sehen. So. Ah, die Heike hat sich verklebt.
Heike gleich den Christian einspannen. Der muss noch mal, zur Not noch mal den Plotter anmachen. So, ich trage ein kleines bisschen Kleber hier auf dem unteren Ende von dem Stiel auf. Und dann hole ich mir hier den Kürbis einfach einmal ran. Ich gucke noch ganz kurz, wo mein hinten ist. Nicht, dass euch das wirklich interessieren müsste, weil ihr könnt den Stiel später auch drehen, wenn ihr das wollt. Und jetzt halte ich mir hier mein Plättchen einfach an. So ein bisschen, wo ich es gut finden würde. Und dann kann man hier seitlich eigentlich ganz gut reinschauen und schauen, dass man eben wirklich den Stiel von dem Blatt auf den braunen Kürbisstiel aufklebt. Kann das hier schon von oben mit einer Pinzette so ein kleines bisschen auch andrücken. Und richtig feststreichen kann ich es auch gleich nochmal, indem ich das Ganze einfach einmal rausnehme. Das muss nicht jetzt schon gleich bombenfest sein. So, diese Teile hier, die sollen diese netten kleinen Kringel hier bilden, wie ich sie hier bei meinem orangefarbenen Kürbis auch gemacht habe. Auch da überlege ich so ein bisschen, die werde ich jetzt hier auf die Vorderseite dementsprechend anbringen. Also ich wechsle das ganz gerne ab. Wenn auf der einen Seite das Blatt klebt, gehe ich mit dem Kringel dann auf die andere Seite. Das heißt, ich versuche den jetzt in diese Richtung zu kringeln. Und dafür kann man auch ein Falzbein verwenden oder wie ich hier so einen Bastel-Eisstiel oder auch einen echten Eisstiel. Ihr kennt das bestimmt, gleiches Prinzip wie bei so Krullerband, dass man das Papier einfach vorsichtig über eine Kante zieht, um das eben Stück für Stück rund zu machen. Christian schreibt, der Plotter läuft schon seit Beginn des Streams. Es ist gerettet. Gott sei Dank, Christian. Und wie gut, da bin ich immer ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, dass du der Heike da so gut zuarbeitest. Das musst du dem Florian mal noch ein bisschen beibringen, wenn wir uns, wenn wir uns sehen, dass ich den auch an den Plotter stellen kann. Das würde ich sehr fühlen. Dann hätte ich nämlich mehr Zeit, noch mehr Projekte für euch zu entwickeln. Wenn einer für mich plotten würde, das wäre Full Service so, ne? Mein lieber Mann. Liebe Grüße. Du hast diese Woche für uns gereimt, das ist auch ganz viel wert. Aber so ein kleines bisschen neidisch bin ich dann doch immer und denke, Mensch, warum plottet denn für mich niemand? So. Hier ist mein Kringelchen. Und auch bei diesen Kringelchen ist ein Tipp, dass man das Ende auch nochmal in die andere Richtung gegenformen kann. Dann kann man nämlich die Richtung so ein bisschen unvorhergesehener verändern und verstellen. Und im Endeffekt mache ich jetzt nochmal genau das Gleiche. Das heißt, ich trage Kleber hier auf meinem unteren Ende auf und drücke das Ganze dann erstmal leicht mit der Pinzette an. Wundert euch auch nicht, dass es 3 Kringelchen sind. Ich habe einfach 3 Kringelchen in unterschiedlichen Längen für euch in die Datei gepackt. Ihr müsst natürlich nicht alle 3 verwenden. Ihr könnt nur lange oder nur kurze verwenden. Ich habe eigentlich am Ende immer lang und mittel verwendet. Ihr könntet natürlich auch in dem Fall einen der Kringel einfach einkürzen. Das wäre auch völlig okay bei diesem Projekt. Aber ich habe gedacht, ich mache euch einfach 3 Größen mit rein, dass man schon von Anfang an so ein bisschen Auswahl zur Verfügung hat. So würde ich das ganz gut finden. So, und jetzt mache ich es eben doch nochmal auf, um das Ganze auch schön festzudrücken. Das heißt, ich klappe hier hinten meine Magnetverbindung wieder auf, hole den Stiel einmal raus. Und hier könnt ihr jetzt eben sehen, das kann ich in dieser flachen Variante ein bisschen schöner kontrollieren, dass ich das hier auch wirklich schön mittig auf den Stiel klebe. Einfach, dass hier diese Faltlinien an keiner Stelle blockiert werden. Und nachdem ich den ersten Kringel jetzt gesetzt habe, kann ich den zweiten einfach hier vielleicht noch in die andere Richtung daneben setzen. Macht es einfach auch so, wie es euch gut von der Hand geht, soll heißen, wenn ihr das irgendwie schwierig findet, das am zusammengesetzten Kürbis irgendwie hier an die richtige Stelle zu friemeln, dann macht es wie ich, nehmt es raus. Also man kann auch einfach das rausnehmen und kann jetzt da auch so ein bisschen die Flexibilität von dem Papier nutzen und die Tatsache, dass man das alles noch schön zurechtbiegen und zurechtziehen kann. Das ist ja wirklich bei diesen Dekoteilen so unproblematisch, da ist man so frei in der Gestaltung. So. Und den klebe ich jetzt hier einfach noch oben drauf. Einmal Kleber drauf.
einmal den Kringel auf diese Stelle drauf. Und dann setzen wir das Ganze auch gleich hier wieder ein und sind dann wirklich fertig. Irgendwie weiß ich nicht warum, aber ich finde 2 von diesen Kringeln reichen. Wahrscheinlich, weil es dann insgesamt 3 Teile sind, ein Blatt und 2 Kringel und man ja immer sagt, irgendwie ungerade Zahlen wirken irgendwie harmonischer als gerade Zahlen. So würde ich mir das jetzt einfach mal laienhaft erklären, dass das die Begründung sein könnte, warum mir das irgendwie angenehmer ist. So einmal. Und hier unten auch reinstecken und dann beide Seiten einmal zuklappen. So. Ich glaube, das ist doch wieder ganz nett geworden. Was sagt ihr zu der Farbe? Ich mag es jetzt fast lieber als meinen neon-orangefarbenen Kürbis. Aber ich hatte wirklich kein anderes orangefarbenes Papier in ausreichender Anzahl mehr. Deshalb musste es genau das hier werden. So schaut es aus. Und das sind 80%. Ich habe das Ganze also auf 80% verkleinert und habe mir dann die Ausschnitte für die Magnete angepasst, sodass die 3 mm groß waren. Das würde bei 80% nicht genau stimmen, weil im Original haben wir ja hier eigentlich 5 mm Magnete drin. Und deshalb habe ich ursprünglich auch das Ganze hier auf 60% skaliert, weil ich dann direkt passend 3 mm Ausschnitte für die Magnete habe, weil 5 mm mal 0,6 3 mm ist. Mathe. Marina ist für Neon-Orange. Ja, so hat jeder seins. Ich finde auch den Neon-Orangefarbenen ganz witzig, aber ich habe mir unheimlich schwer getan, Shop-Bilder von dem Neon-Orangefarbenen zu machen, weil der so sehr geschrien hat, so dieses Ich bin unecht, ich bin Neon-Orange, dass ich irgendwie versucht habe, die Farbe auf dem Foto zu korrigieren und immer eigentlich mit dem Farbergebnis nicht so richtig glücklich war. Aber hier, das hier waren wie gesagt 80 Gramm, das Clairefontaine Papier sind 120 Gramm und das ist von der Grammatur her ist es total gut, weil es ein bisschen stabiler ist als die 80 Gramm. Also man sieht es schon, wenn ich das hochhebe, guckt mal, wie sehr der hier tanzt. Das liegt einfach an dem dünnen Papier und der hier rechts fasst sich insgesamt einfach schon ein bisschen stabiler an. Ja, fotografieren ist mir echt schwer gefallen bei diesem neon-orangefarbenen Teil. Also hier bei der gesetzteren Variante hätte ich es viel leichter, den Schattenwurf einfach schön einzufangen, als hier bei dem leuchtorangenen. Sehr, sehr schön, schreibt die Annette. Vielen Dank, Annette. Danke. Ich freue mich immer. So, bei der Jana kommt der Monk raus. Jana, was ist los? Da kommt auch noch mal hier die Einblendung. Ja, ihr findet den im Shop und ihr seht, ihr könnt ihn ohne Probleme auch etwas skalieren. Wie gesagt, ich habe ihn hier in 80% umgesetzt. Der reduzierte Einführungspreis gilt noch das ganze Wochenende bis einschließlich Montag. Falls also irgendwer erst seine Papiervorräte einmal durchsuchen will, um ganz sicher zu sein, dass er auch das passende Material zur Hand hat. Kleines bisschen Zeit habt ihr noch. Aber überlegt nicht zu lange, sonst entgeht euch der reduzierte Einführungspreis. Geschafft! Der Mini-Kürbis ist geklebt. Ich hoffe, das Projekt hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es definitiv Spaß gemacht. Es wird bei mir dekoriert, zusammen mit den runtergefallenen Kastanien, die ich eingesammelt habe. Ich mache jetzt eine winzig kleine, ich erhole mich Trinkpause. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Und dann zeige ich euch als nächstes die Sterne, die Klappsterne. Die Projekte, die ich mit den Bastlern nächstes Wochenende bastel und mit euch im Stream übernächste Woche. Zack. Dafür kommt einmal auch ganz kurz die weiße Unterlage weg. Und
Ich hole dann gleich die Papiersterne ran. Ja, Bianca, Dicke ist 1 mm bei den Magneten. Und wie ging nochmal der Stiel, fragt die Franziska. Zusammenkleben und die Flügel einmal nach hinten. Genau. Absolut richtig, Franziska. Du klappst die Flügel nach hinten um, klebst die auf die Rückseite und klebst auch die Verstärkung vom Stiel auf die Rückseite. Das ist übrigens total cool. Ihr könnt inzwischen in Streams auf YouTube auch im Live-Betrieb spulen. Das heißt, ihr könnt zurückspringen zu der Stelle, wo wir genau das gemacht haben, um euch genau das nochmal anzugucken. So. Achtung. Achtung, groß. Ich zeige euch erst nochmal die kleine Version. Die kennt ihr, glaube ich, schon. Ich glaube, das haben wir uns hier im Stream schon mal angeguckt. Aber als nächstes gibt es die große Version mit Beleuchtung. Achtung. Psst. Ich mal die Kamera ein Stück hochschieben, sonst wird es nämlich jetzt gleich eng. Fangen wir mit der kleinen mit Beleuchtung an. Oder mit der großen? Ah, ich weiß es nicht. Also, hier ist er. Das ist die eigentliche Originalgröße. Die kleine Größe habe ich damals eigentlich eher gemacht zum Testen. Fand dann die kleine Größe aber auch so süß, dass ich die kleine Größe auch als eigenständige Größe umgesetzt habe. Das habt ihr euch ja eigentlich auch gewünscht. Das Ganze hat angefangen mit dem einfachen, sage ich mal, Stern ohne Motiv. Der ist auch insofern schon nicht super banal, als dass der ein eigenes Innenleben hat. Der hat hier auch Magnete, die wir verbaut haben. Bei der kleinen Variante habe ich 3 mm Scheibenmagnete eingesetzt. Man könnte auch mit 5 mm arbeiten. Bei der größeren Variante habe ich mit 8 mm gearbeitet. Möglich wären theoretisch aber auch 10. Und das Schöne an diesem Stern ist, eigentlich wie bei dem Wabenkürbis auch, dass man den komplett platt machen kann, um ihn wegzuräumen. Dadurch kann man ihn sehr gut aufbewahren, ohne dass man sich irgendwas verknautscht oder kaputt macht. Und wenn man ihn aufstellen will, fächert man ihn auf und er schnappt zusammen, ist komplett geschlossen und man kann ihn einmal aufstellen. Man kann ihn aber nicht nur einmal aufstellen, sondern man kann ihn jetzt auch richtig cool beleuchten. Und das will ich euch auch unbedingt zeigen. Ich habe verschiedene Einsätze gewerkelt. Hier seht ihr schon einen Einsatz, der hier innen drin steckt. Die Einsätze werden nicht verklebt, sondern die werden nur reingesteckt. Das bringt den großen Vorteil, dass man so ein bisschen variieren kann. Das heißt, man muss sich erstens nicht festlegen, bevor man den Stern bastelt, ob man den beleuchtet und wie man den beleuchtet. Und man kann zweitens, selbst wenn man sich festgelegt hat, nachher seine Meinung nochmal ändern und kann eine andere Beleuchtung einsetzen. Wartet, ich bringe auch den zweiten Stern mit der alternativen Beleuchtung gleich noch mit. Denn genau die Lampe, die ich hier benutzt habe, ist jetzt natürlich schon wieder ausverkauft. Ich habe aber auch schon eine Alternative bestellt, die mir die Nadine dankenswerterweise verlinkt hat. Die können wir eigentlich, das machen wir auch direkt. Wenn ich sie direkt finde, machen wir es direkt, dass ich die mit ausprobiere. Lasst mich mal gucken. So viele Projekte. Dass ich mich erstmal selber umsehen muss und gucken muss, wo ich die ganzen Einzelteile gelassen habe. Eine Fernbedienung wäre jetzt eigentlich noch schön, weil eigentlich kann man hier die Leuchtfarbe auch einstellen. Also sorry, ist jetzt sehr hell, aber ihr seht gleich, wie das mit dem Einsetzen geht. Man stellt es von der Seite rein, klappt den Stern zu und schon ist die Beleuchtung eingesetzt. So einfach und so praktisch. Jetzt müsste man nur die Fernbedienung wiederfinden. Die ist hier irgendwo. Irgendwo ist sie ganz bestimmt. So, und genau diese Leuchtlampe, die ich da eingesetzt habe, ist leider jetzt natürlich aus. Ne? Wie das dann immer genau. Passt die Alternativlampe, Nadine? Du hast mir das geschickt, das werden wir jetzt gleich testen. Sollen wir jetzt gleich ausprobieren? Ich habe sie nämlich schon bestellt, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt. Ich würde sagen, sie ist gefühlt ein kleines bisschen kleiner, da muss ich den Ausschnitt vielleicht anpassen. Das ist die Alternativlampe. Ich glaube, die kann eigentlich alles ganz ähnlich. Kann die auch weiß? Kann die weiß sein? Das wäre mir ja wichtig, ja. Die hier raus. Die hier rein. Ja, Nadine, die passt. Sie ist ein klitzekleines bisschen kleiner, das heißt, sie sitzt lockerer in dem Ausschnitt. Ich könnte den Ausschnitt, wenn euch das wichtig ist, ein kleines bisschen daran anpassen. Aber es funktioniert grundsätzlich auch schon so. Das heißt, die Alternativlampe, die du mir verlinkt hattest, passt auf jeden Fall auch rein. Jetzt machen wir das, was wir bei Beleuchtung gern machen, nämlich, dass wir hier außenrum mal ein kleines bisschen das Licht reduzieren.
damit ihr das mit der Beleuchtung noch ein bisschen schöner sehen könnt. Guckt doch mal. Haha. Sorry, dass ich jetzt wieder albern werde. Aber ich bin selbst immer noch ganz verliebt in das Projekt. Und man kann hier meiner Meinung nach sogar das Ganze so ein bisschen dimmen. Das muss gar nicht gar so sehr knallen. So. Und ich habe was ganz Ähnliches für euch entwickelt, auch für den Stern in klein. Der war eigentlich zuerst mit Motiv versehen. Da passt natürlich diese Riesenlampe nicht rein. Hier habe ich einen anderen Einsatz entsprechend konstruiert. Und zwar für ein Akkuteelicht. Das heißt, hier kann man ein Akkuteelicht reinlegen. Auch da fächert sich das Ganze einmal ringsherum. Zack. Und schon hat man auch hier das Lämpchen drin. Akkuteelicht deshalb, weil ich das sehr schön finde, dass man das aufladen kann und eben nicht jedes Mal die Batterien wegwerfen muss. Das sind die gleichen Akkulämpchen, die wir letztes Jahr auch für unser Dorf zum Beleuchten verwendet haben. Das heißt, ich habe hier mir nichts Neues quasi ausgedacht, sondern einfach auf das Leuchtmittel zurückgegriffen, das wir schon verwendet haben. Und ich finde die halt super süß, quasi, wenn man was Kleines verschenken will, sind die dieses Jahr mein absolutes Go-To. Ich gucke da nochmal, ich habe auch Lämpchen schon benutzt, die jetzt keinen Akku und keine Fernbedienung haben. Wenn man nämlich einzelne davon verschenkt, dann ist das irgendwie vielleicht auch schon zu viel des Guten. Da reicht dann auch ein einfaches LED-Lämpchen. Ich habe hier vom Durchmesser her auf 40 mm Durchmesser gesetzt. Das ist so der Standarddurchmesser, den die meisten LED-Teelichter haben. Franziska hatte mir schon Maße geschickt von einem anderen, das ich auch noch versuche irgendwie umzusetzen, damit man hier einen passenden Ausschnitt hat. Weil umso schöner der Ausschnitt hier in der Mitte halt passt, umso weniger klappert das Leuchtmittel hier innen drin irgendwie rum. Und diese Fixierung für das Leuchtmittel ist ein zusätzliches Teil, das hier einfach nur reingesteckt wird. Das heißt, ich könnte dieses Teil rausnehmen und kann das durch ein anderes Teil eben ersetzen. Wenn also irgendwann ich ein anderes Leuchtmittel einsetzen will, dann kann man diesen Innenteil, wirklich nur den Innenteil, auch einmal austauschen. Ich habe hier ganz viel probieren müssen, bis das alles genauso gepasst hat. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht und auch wirklich versucht, eure Wünsche umzusetzen. Gewünscht war ja unter anderem das Hinterlegen mit Transparentpapier. Das habe ich hier umgesetzt. Hier sitzt das Transparentpapier also hinten dran. Das Ganze hat in meinen Augen ein unheimlich kluges Klebekonzept. Heißt, ihr habt auf der ganzen Vorderseite und auf der kompletten Rückseite keinerlei sichtbare Klebelaschen. Ihr habt die Klebelaschen wirklich nur hier außen am Rand. Wenn man so ein starkes Leuchtmittel einsetzt, wie ich hier gerade, kann man das auch so ein kleines bisschen durchsehen. Dann kann man hier so ein bisschen einen helleren Leuchtstreifen sehen. Man könnte das noch stärker abdunkeln. Man könnte für die Außenseiten aber auch einfach halt statt weißem Papier dunkleres Papier benutzen. Ja, Bianca, du hättest gern die Alternative für die Lampe. Gar kein Problem. Die schicke ich jetzt gleich nach dem Livestream als erstes an euch, die jetzt zum Basteltreffen kommen, in die WhatsApp-Gruppe. Und sonst auch jetzt am Wochenende nochmal per Mail. Ich mache die bewusst jetzt nicht hier rein, nicht, dass die alternative Lampe dann direkt wieder ausverkauft ist und die sie nächste Woche brauchen, dann keine haben. Das wäre ja ungünstig. Ne? So würde ich das machen. Also es war für mich echt ein hartes Stück an Vorarbeit mit dem Hinterlegen, mit dem Transparentpapier. Wohin, wie klebt man das, wie macht man das? Aber ich finde, am Ende hat sich die Arbeit total gelohnt. Ich liebe die beiden Projekte total. Ihr könnt mit Akkubeleuchtung arbeiten, ihr müsst nicht mit Akkubeleuchtung arbeiten, das kann ich vielleicht auch gerade noch mal zeigen, auch gerade für die Bastler, die jetzt am Wochenende schon kommen. Ihr habt die Möglichkeit, die Randstreifen mit Loch umzusetzen, so nennt sich das dann in der Datei. Ist vielleicht auch gut, dass ich das hier schon mal sage, denn es wird für den Stream in 2 Wochen so sein, dass ich nach dem Bastelwochenende, nächste Woche, also dann Mitte übernächster Woche spätestens, die Dateien für euch in den Shop packe. Ich versuche die direkt nach dem Wochenende in den Shop zu schaffen, damit diejenigen, die im Stream mitbasteln wollen, ein bisschen Vorlaufzeit haben, weil ihr dafür schon ein paar Mal den Plotter anschalten müsst. Bei dem großen Stern ist es so, dass hier eine Vorder- und eine Rückseite auf einen Bogen A4 passen, aber die Bögen A4 läppern sich dann halt einfach, weil man braucht die Außenseite, man braucht das Transparentpapier, man braucht die Seitenstreifen. Das heißt, man muss den Plotter schon relativ häufig anschalten und wenn wir das im Stream zusammen basteln wollen, ist das eher kein Projekt, das man im Live-Betrieb schneidet. Das heißt, ich werde versuchen, euch das möglichst früh vor dem Livestream als Datei dann in den Shop zu tun, damit ihr auch die Chance habt, das rechtzeitig umzusetzen. Wie sieht die Rückseite aus, Brigitta? Genauso. Der Stern ist von vorne und von hinten gleich schön. Er ist nur in der Mitte, sieht man, glaube ich, wenn ich ihn drehe,
Guck mal, ist hier von vorne etwas heller als von hinten. Ist aber, glaube ich, eigentlich klar, weil das Licht natürlich schon eine Richtung hat, in das es scheint. Ne? Es hat einfach eine Richtung, in die es durchfällt. Scherinchen fragt, ein Stern noch für den Strahlerständer wäre perfekt. Scherinchen, der kommt auf jeden Fall, der ist schon in Vorbereitung. Und Nicole hat noch gefragt, ob ich jetzt auch dünneres Papier genommen habe oder 220 Gramm. Das hat sie noch nicht mitbekommen. Ich habe für den großen Stern tatsächlich dünneres Papier verwendet. Ich habe hier Kopierpapier für die Vorder- und Rückseite benutzt. Würde ich euch aber im Nachhinein eher davon abraten. Das heißt, ihr könnt da sehr gut ganz normalen Bastelkarton dafür verwenden. Dieser Stern hat ein stabilisierendes Innenleben. Schaut mal, diese Beleuchtung mache ich gerade mal ganz kurz aus. Wartet, und ich mache drumherum wieder Licht. Dieses Teil, was man hier einsetzt mit dem Leuchtmittel drinne, arretiert nicht nur das Leuchtmittel, sondern diese Stege, die hier lang laufen, sitzen dann auch genau hier unter dieser Kante. Das heißt, die halten auch euer Transparentpapier von innen und sie stabilisieren den Stern, wenn man hier auf die Kante fasst. Ohne diese Stabilisierung würde das mit dem leichten, weichen Papier überhaupt nicht funktionieren. Also wer mag, kann die Vorder- und Rückseite aus dünnerem Papier plotten. Die Randteile bitte unbedingt aus stabilem Papier, Bastelkarton 220 Gramm. Man kann aber sehr gut für Vorder- und Rückseite auch stabileres Papier verwenden. So, das wäre mein Vorschlag. Ja, du kannst sehr gerne schon mal 220 Gramm Karton bestellen, Jonna, wenn da deine Vorräte langsam zur Neige gehen. Das ist durchaus möglich. Ich habe auch noch eine andere Beleuchtungsvariante vorbereitet, die zeige ich euch gerade. Und was ich eigentlich zeigen wollte, gerade ist das Loch am Boden. Dieses Loch ist ganz bewusst da. Man kann es mit oder ohne Loch umsetzen. Ich bin inzwischen aber ein Fan von der Variante mit Loch, weil das Loch euch einfach hilft, auf den ersten Blick zu sehen, wo die Öffnung ist. Außerdem kann man das Loch verwenden, um eine Lichterkette nach außen durchzuführen. Ich kann nämlich gerade nochmal die alternative Beleuchtung zeigen. Guckt mal, hier bei meinem ersten Stern gab es dieses Loch noch nicht. Ne, da klemmt es hier einfach noch so aufeinander und dann steht er halt hier unten so ein bisschen blöde offen. Deshalb habe ich dieses Loch eingefügt. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, das Ganze mit Lichterkette zu beleuchten, anstelle dieser Speziallampe. Warum? Weil die Speziallampen ja schon eine Kante teurer sind. Die Lichterketten haben viele von uns sowieso zu Hause. Das ist eine 30er LED-Drahtlichterkette. Ich habe quasi eine Art eigene Leuchtscheibe gebastelt und habe meine LEDs hier verteilt. Das ist nicht die finale Variante, wundert euch nicht, weil die hier in der Mitte noch so lose sitzen, die Lämpchen. Das ist eine vorläufige Variante gewesen, weil ich erst beim Zusammenbauen geschnallt habe, dass es doch perfekt wäre, meine 2 übrigen Lämpchen hier in die Mitte zu packen. Auch hier hat der Monk wieder quasi die Oberhand behalten. Der Stern hat 7 Strahlen. Es ist eine 30er Drahtlichterkette, das heißt, ich habe damit angefangen zu sagen, okay, 2 LEDs pro Zacken macht 14, auf 2 Seiten macht 28 und die 2, die übrig bleiben, habe ich dann in dem Fall einfach für die Mitte gesetzt. So, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt, sage ich mal, mit der im Vergleich deutlich teureren Lampe arbeiten. Sie ist natürlich viel heller als diese 30 Mini-LEDs. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Aber auch das ist möglich. Es ist auch relativ leicht zusammenzubauen. Man wickelt die Lichterkette an die Scheibenhälften. Dafür sind hier schon genau Aussparungen drin, wo sich jeweils diese Lämpchen reinsetzen können. Und dann gibt es da auch wieder einen Spezialeinsatz. Ihr seht, der sieht von der Öffnung ein bisschen anders aus. Der es einem ermöglicht, die Scheibe einmal hier mittig in den Stern einzusetzen. Und dann wird auch hier der Stern geschlossen. Und die Lichterkette sitzt hier mittendrin. Dafür, damit ihr da die Beleuchtung wirklich sehen könnt, müsste ich hier außen noch mal richtig dunkel machen. Ja. Und da sieht man schon, dass es jetzt schon quasi auf dieser ganzen Fläche weniger leuchtet als diese Variante hier. Ja. Liegt aber natürlich auch daran, dass es alles normales Papier, kein Transparentpapier ist. Das heißt, man könnte, wenn man es jetzt ganz wild treiben will und einen Kleber hat, sorry, die Kamera hat gerade ihre Schwierigkeit. Wahrscheinlich fuchtel ich zu viel oder es ist zu dunkel. Achtung. So. Man könnte, wenn man es ganz wild treiben will, das Ganze von vorne her auch mit Transparentpapier umsetzen. Dann bräuchtet ihr aber einen sehr speziellen Kleber, der das mitmacht. Jetzt, wo ich diesen harten Unterschied sehe, könnt ihr mir bitte im Chat einen Gefallen tun.
könnt ihr mir einmal sagen, ob ihr das einfach, weil ihr sagt, das ist kosteneffizienter, tatsächlich mit der Lichterkette umsetzen würdet oder ob ihr sowieso im Vorhinein schon sagt, nein, danke. Den Akt mit der Lichterkette spare ich mir. Ich kaufe lieber eine Lampe, die da reinpasst und bin dann entsprechend schneller fertig, weil in der Zeit, die ich die Lichterkette da reinfummele, könnte ich schon irgendwas anderes auch machen. Also ihr seht, es ist nicht so, dass der gar nicht leuchtet, der leuchtet auch mit Lichterkette schon. Aber es ist natürlich mit der Intensität, die man mit dieser anderen Lampe kriegt, nicht zu vergleichen. Da machen wir uns einfach mal nichts vor. Kathi fragt, geht es mit der Lichterkette auch in dem kleinen Stern? Kathi, eher nicht. Eher nicht, weil du kannst diesen Ring für den kleinen Stern nicht einfach klein skalieren. Und es ist ziemlich schwierig, die 30 LEDs in diesen Mini-Stern reinzufriemeln. Marina schreibt, die Lichterkettenvariante fände sie gut, zusätzlich Budget und so. Nicole hat beides, okay. Ja, genau. Anke sagt, zum Verschicken mit Lichterkette, für sie selbst mit Lampe. Das ist eigentlich ziemlich schlau. Anke, das ist ziemlich schlau. Warum? Weil, wenn du das jetzt verschicken wollen würdest, kannst du ja den kompletten Stern auch wieder sehr platt machen und kannst jetzt quasi, sag ich mal, den Lichterkettenkranz und dein Batteriefach relativ gut hier so dazwischen packen und dann hast du das relativ kompakt. Ich mache uns mal wieder Licht. Also es braucht zum Verstauen und Versenden braucht es extrem wenig Platz, weil es einfach ein bisschen zierlicher ist. Entschuldigung, jetzt muss ich euch hier wieder einmal in der Kamera noch umstellen. Weil es einfach ein bisschen zierlicher ist insgesamt. Ja, ihr habt beides. Ja. Ja, Lichterkette geht auch mit dem Muster. Genau, Nicole. Also es ist quasi, eigentlich müsst ihr verschiedene Dinge entscheiden. Deshalb, Bianca, war auch deine Frage nach dem Material nicht so leicht zu beantworten, weil die Frage, welches Material und wie viel Material man braucht, eben total davon abhängt, für welche Umsetzungsvariante man sich entscheidet. Entscheidet man sich für ein Sternchen mit Motiv, ist die nächste Frage. Hinterlege ich das Motiv mit Transparentpapier, ja oder nein? Ihr könnt es mit Transparentpapier hinterlegen, ihr müsst aber nicht. Wenn man das Transparentpapier weglässt, kriegt man natürlich einen schöneren Schattenwurf. Dafür guckt man aber durch diese Schlitze auch auf euer Leuchtmittel drauf. Das muss man also wissen, ob man das möchte oder nicht. Davon hängt ab, ob man zusätzlich Transparentpapier schneiden muss oder auch nicht. Aber, ich sag mal, die Einsätze für die Sterne funktionieren, egal ob ihr mit oder ohne Motiv arbeitet. Das ist voneinander quasi unabhängig, weil an der Grundgeometrie des Sterns mit und ohne Motiv sich eigentlich nichts ändert. Ah, Bianca schreibt, die kleinen Flaschen mit Metallspitze gibt es nicht mehr. Bianca, das ist doof. Florian, schreibt mir das mal auf die Liste, dann suche ich mal nach einer Alternative. Gut. Ja, Kathi dachte eher eine 10er-Lichterkette in den kleinen Stern. Kathi, das kann ich versuchen. Wenn du sagst, eine 10er-Lichterkette, das würdest du probieren. An und für sich sind die Aussparungen im kleinen Stern da. Das heißt, ich kann versuchen, das mal kleiner zu skalieren und dann einfach die LEDs neu zu positionieren. Das können wir gerne probieren. Wenn du da motiviert bist, habe ich da nichts dagegen. Ich habe noch ein ganz anderes Leuchtmittel, das habe ich aber hier noch nicht integriert. Das zeige ich euch jetzt nur mal just for fun. Dann könnt ihr mir sagen, wie experimentierfreudig ihr seid. Da wird es langsam wild, aber da wird es auch wieder kostengünstig. Achtung! Tut mir leid, heute ist alles wieder thematisch ein bisschen wüst, ich weiß. Aber so ist es hier halt. Also viele Dinge ergeben sich aus Experimenten. So. Scherinchen fragt, sind die Beleuchtungsvarianten beim großen Stern austauschbar? Ja, sie sind austauschbar. Der Zusammenbau des großen Sterns unterscheidet sich nicht. Egal, ob du ihn mit Beleuchtung oder ohne Beleuchtung umsetzt oder welche Beleuchtungsvariante du wählst. Der Zusammenbau des Sterns als solchem funktioniert immer gleich. Und diese Einsätze, die dann die Beleuchtung halten, das kann ich hier mal ganz kurz zeigen. Guck mal. Es fühlt sich jetzt schwergängig an, weil die Magnete das fixieren. Aber diesen Beleuchtungseinsatz, den steckt man einfach nur nachträglich hier in den Stern rein. Der sitzt hier auch lose drin. Der arretiert sich einfach nur aufgrund von Geometrie in dem Stern. Und den kann man austauschen und der Grundstern bleibt dadurch unverändert. Das heißt, ihr habt eigentlich zwei Teile. Ihr habt den Stern separat und ihr habt die Beleuchtung separat. Dadurch kann man erstmal ganz in Ruhe den Stern umsetzen und dann sich entscheiden, ob und wie man beleuchtet. Okay. Achtung, ich weiß, ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich für bescheuert, aber jetzt kommt das alternative Beleuchtungsmittel.
In Zukunft natürlich dann, wenn, nicht mit 9-Volt-Block, sondern mit einem Trafo oder mit einem Stecker oder mit einem USB-Adapter. Das hat auch jemand von euch verbrochen, der mir Mini-Beleuchtung gezeigt hat. Das heißt, ich habe im Endeffekt Modellbaubeleuchtung bestellt. Und schließe die einmal ganz kurz hier an, indem ich sie einfach festhalte. Wie gesagt, ich weiß, jetzt wird es wild. Nur damit ihr mal wisst, mit was ich mich hier so alles auseinandersetze. Guckt mal. Die braucht 9 Volt bis 12 Volt, diese spezifische Beleuchtung. Die macht aber auch, wenn ihr euch die hier mal neben dem frisch aufgeladenen Akkubirnchen anguckt, macht die halt auch richtig hell. Ist aber auch irgendwie klar, weil das Akkubirnchen hier hat eine 3 Volt Knopfzelle drin und dieses Ding hat jetzt eine 9 Volt Lampe dran. Und das ist eigentlich für den, für den Stern auch ganz cool. Ich nehme mal den Einsatz für, das ist quasi einfach nur der Einsatz. Hier könnt ihr die Trennung nochmal ganz gut sehen. Für mein Lämpchen. Den nehme ich einmal raus. Und wir klemmen einfach mal nur diese Birne hier rein. Das ist nämlich für ganz Faule eigentlich auch cool. Zack. Und ich schließe es einmal hier an meine Batterie an. Ich weiß, das rote und schwarze Kabel ist noch gar nicht hübsch. Aber beißt euch daran mal nicht fest, weil das könnte man mit weißem Isolierband umwickeln und dann hätte man weißes Kabel. Und seht ihr, was ich sehe? Also man hat ein bisschen mehr gerichtetes Licht jetzt in der Variante, aber es macht sehr ordentlich hell. Muss ich erst wieder einen langen Arm machen? Wartet, ich bin gleich wieder bei euch. Ich nehme mein Lämpchen kurz mit und mache nochmal dunkel und bringe euch das nochmal wieder. Also auch das finde ich persönlich ziemlich cool. Und ich sage euch jetzt, wo da meine Gedanken quasi, in welche Richtung meine Gedanken da spielen. Von diesen Lampen kosten 10 Stück 10 Euro. Das heißt, pro Lampe ist es eigentlich 1 Euro, was ich noch sehr vertretbar finde, weil man hat ein austauschbares LED-Leuchtmittel, das man rausschrauben kann. Das ist so ein richtiges kleines Birnchen. Und die Verkabelung ist relativ simpel. Und der Hobby-Elektriker in mir hätte jetzt Lust, da so eine Beleuchtungskette draus zu machen. Soll heißen, hier für mein Fenster 3 oder 5 Sterne nebeneinander, die an einem Lichtstrang hängen und die aber am Ende halt nicht an der Batterie hängen, sondern einfach an einem Trafoteil. Ich weiß, hier wird es dann langsam wild. Ich habe keine Ahnung, ob ihr bei sowas noch mitgeht oder ob ihr sagt, wenn ich jetzt schon meine Beleuchtung selbst elektrifizieren soll, dann wird mir es zu blöd. Aber ich finde die Idee eigentlich echt gar nicht schlecht. Und man kann eben, ne, der Magnet reicht völlig aus, um das komplette Sternchen da einmal dran zu hängen. Also es ist eine kostengünstige Variante, man ist sehr flexibel in der Gestaltung, man kann könnte mehrere Teile an einen Strang hängen. Ich bräuchte noch einen passenden Trafo und ich muss noch mal das Ganze schön, ja, man könnte auch noch eine Halterung mit dem 3D-Drucker drucken, genau, Christian, das könnte man auch. Ne? So Ideen kommen einem dann halt auch noch. Also ich habe einfach nochmal nach einer alternativen Beleuchtung gesucht, die ohne Akku funktioniert, die ich am Ende im Idealfall einfach an eine normale Steckdose anschließen kann. Also da käme ein Trafo davor mit dem Stecker anschließen, freuen, Routine bei der Alexa einstellen und sich immer freuen, dass es abends angeht, wäre der Gedanke. Gucken wir mal. Also das machen wir nicht auch noch in dem Stream, in dem wir den Stern basteln. Aber ich wollte es euch trotzdem mal gezeigt haben. Gut. Und einfach erst mal hören, ob ihr grundsätzlich überhaupt bei sowas dabei seid oder ob ihr da dann endgültig sagt, so langsam geht's aber los. Und hier könnt ihr das nochmal sehen. Also so sieht die Packung hier letzten Endes aus. Das ist so eine ganze Packung mit jeder Menge von diesen Kabeln. Und das hier sind die kleinen Birnchen, die da einfach eingeschraubt werden. Kann man für Puppenhausbeleuchtung, Modellbau und so Geschichten verwenden. Gut, was habe ich noch? Ich habe noch was auf meiner Liste, was ich ganz vergessen habe. Ich will mit euch nochmal nach dem großen Baum gucken. Ihr habt euch nämlich auch einen großen Wabentannenbaum gewünscht. Daran habe ich schon gearbeitet. Will da aber ganz kurz noch was mit euch besprechen, weil ich da wieder was Spezielles vorbereitet habe, was euch Material spart. Und da würde ich auch gern wissen, ob ihr das noch mitgeht oder ob ihr sagt, da habe ich jetzt auch wieder wild. Dafür schalte ich euch jetzt gleich nochmal auf die zweite Kamera um. Die hat sich allerdings schon in die Nachtruhe verabschiedet.
Und das heißt, die muss ich einmal wieder anmachen. Christian fragt, was für eine Fassung ist das denn? Warte, Christian, damit ich keinen Quatsch erzähle, gucke ich es nach. Ich gucke es nach. Man muss erst umstellen, das ist nämlich nicht in den letzten 30 Tagen bestellt, das liegt hier schon ein paar Tage. Aber wie gesagt, ich dachte, ich frage euch erst mal, ob das zu spezifisch wird. E5, Christian. 10 Stück E5 Leuchtmittel. Gut. Zurück zu meinem Wabentannenbaum. Wartet. Eigentlich wollten wir gerade die zweite Kamera anschalten, ne, bevor ich mich selbst abgelenkt habe. Wieder hier an falscher Stelle. Die Kamera einmal aufwecken. Wach wäre sie soweit, wenn ich das richtig sehe. Und muss euch einmal auf die andere Kamera legen. Wenn ich jetzt wüsste, wenn ich jetzt noch wüsste, welche davon die richtige ist. Diese hier. So, ich hoffe, ihr seht, was ich sehe, nämlich meinen Schreibtisch bzw. meinen Plottertisch. Wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht in einem der letzten Streams wegen der Größe eines größeren Wabentannenbaums. Und ihr wolltet eigentlich eine XL-Größe. Ich habe jetzt aber hier erstmal versucht, quasi eine möglichst gut materialausnutzende Größe zu bauen. Und zeige euch hier einmal den größten Baum im Vergleich. Das ist der größte Baum bis jetzt. Und was ihr hier liegen seht, sind die ersten Teile, die ich geschnitten und gefaltet habe für die nächstgrößere Größe. Und in dieser nächstgrößeren Größe kann man sehr gut noch mit den 50×70 Bögen arbeiten. Ich habe hier aber was sehr Spezielles ausgeheckt. Und das gucken wir uns gerade einmal gemeinsam an. Ansonsten ist der Zusammenbau wie bei den anderen Wabentannenbäumen auch. Aber weil das Ganze so immens groß ist, wollte ich quasi eine Variante mir ausdenken, bei der ich trotzdem einigermaßen materialsparend arbeiten kann. So. Lasst mich hier einmal umsortieren. So, und das Thema bei dieser großen Größe ist jetzt einfach das. Das seht ihr, wenn ich die einmal hier aufklappe und mal drauflege. Dass ich in dieser sehr, sehr großen Größe eigentlich aus dem 50×70 Bogen, wenn ich den gerade zuschneiden würde, so wie ich ihn sonst immer zuschneide, also einfach gerader Schnitt hier einmal durch, würde ich aus dem 50×70 Bogen nur 2 Bäume bekommen. Ich habe mir hier was überlegt und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es gibt nämlich einen einfachen Trick. Es gibt eine Schablone, die würde ich euch mit in den Download packen. Die schneidet man einmal aus, auch einfach mit dem Plotter. Und mit dieser Schablone bekomme ich 3 Bäume aus einem Bogen. Hole ich mir gerade mal noch einen Stift dazu. Ich habe da nämlich schon tüchtig experimentiert. Und wofür dient die Schablone? Es geht einfach darum, dass man hier so einen diagonalen Schnitt geführt macht, der dann genau die richtige Größe hat, um den Baum schön aufs Material zu bekommen. Ich markiere dafür einmal hier unten. Hier gibt es so eine kleine Kerbe, die markiert genau die Mitte. Das ist nachher, finde ich, beim Aufkleben auf die Schneidematte recht hilfreich, weil ich genau die Mitte sehen kann. Das gleiche habe ich hier am oberen Ende. Auch hier kann ich einmal die Mitte markieren. Und dann schneide ich einfach anhand dieser Schablone zu. Für mich liegt es jetzt quasi gerade eigentlich an der falschen Seite. Ich müsste eigentlich hier links anfangen als Rechtshänder. Aber es wird auch so gehen. Eigentlich würde ich mein Lineal auf die Schablone legen. Ich zeige es euch gleich nochmal. So. Und diese kleine Ecke, die hier unten noch dran ist, diese weiße, die muss auch noch weg, weil das Ganze sonst zu breit ist für die Schneidematte. Die Idee hier ist wirklich maximal viel von eurem Material zu verwenden und möglichst wenig Müll zu produzieren. Die Ecke hier unten dran kann dranbleiben, aber so hätte ich jetzt meinen Zuschnitt, der auf die Matte kommt, und durch die Markierung unten und die Markierung oben habe ich genau den Mittelteil, den ich auf die 6 Zoll Linie, auf die 6 Inch Linie kleben kann. Ich kann es hier nochmal so von der anderen Seite zeigen, wie ich mir auch ein bisschen leichter tue. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das heißt, ich hätte eine Schablone,
Die lege ich einmal hier unten in der Ecke an und nehme hier die ganze Gerade zum Anlegen. Lege dann hier mein Lineal eigentlich am besten einmal drauf auf die Schablone und schneide hier an der Kante einmal lang. Einmal komplett von oben nach unten. Und hier unten den kleinen Zipfel, den schneide ich auch noch weg. So, dann markiere ich noch meine Mitten. Also ihr habt ein ganz kleines bisschen mehr Zuschneidearbeit, aber ihr bekommt dafür 3 Teile statt 2 Teile aus eurem Material. Und ich persönlich sage, das ist es total wert bei so einem großen Projekt, weil man dann eben trotz der Riesengröße so ein kleines bisschen materialsparend arbeiten kann. Was ich von euch jetzt wissen will, ist, ob ich euch damit zu viel zumute oder ob ihr sagt, nee, hey, ist doch super. Dann schneide ich eben nicht gerade das Papier ab, sondern ich schneide auf der Diagonale. Und durch den diagonalen Schnitt kriege ich eben viel mehr aus einem Bogen raus. Nämlich 50% mehr. 3 Teile statt 2. Ich persönlich finde, der Aufwand lohnt sich total. So, und das Teil, was hier in der Mitte jetzt übrig bleibt, ist ein kleines bisschen breiter. Auch hier markieren wir uns wieder bitte die Mitten. Einmal unten und einmal oben. Und die Breite im Ganzen muss ich nicht reduzieren. Ich muss nur hier unten die Ecken wieder wegschneiden, weil das Ganze sonst zu breit ist für die 12 Zoll Matte. Und da wäre für mich jetzt eben total spannend, ob ihr sagt, nö, das ist uns irgendwie zu viel Vorarbeit. Dann nehmen wir es lieber kleiner, oder ob ihr sagt, nee, ist mir doch egal, dann benutze ich lieber ja, 50% mehr Material, oder ob ihr sagt, nee, Zuschnitt mit so einer Schablone ist doch eine Sache, die man gut machen kann. Nicole schreibt sehr clever. Ich hoffe, das bezieht sich auf meine Schablone. Ah. Tolle Idee. 50% mehr Baum pro Bogen. Genau, Marina. 50% mehr Baum pro Bogen. Und ich persönlich finde, das macht den Zuschnitt die Mühe wert. Ne? Also das lohnt sich. Weil sonst hätte ich nur 2 Bögen auf einen großen Bogen, 50 x 70. Und durch diesen zusätzlichen Handgriff habe ich 3 Bögen auf einem 50 x 70. Und deshalb habe ich mich dafür eigentlich auch entschieden, ich muss keine dieser Baumteile hälfteln. Das heißt, ich habe keine Hälften, die ich nochmal irgendwie in der Mitte zusammenkleben muss, sondern ich habe trotzdem das Baumteil komplett am Stück und bekomme 3 Teile am Stück aus einem Bogen 50 x 70. Genau dafür machen wir diesen Spaß mit der Schablone. Die Schablone, Alicia, kannst du trotzdem mit dem Plotter schneiden. Du musst nur einmal, das ist nämlich das Gute daran, die nutzt die 60er Matte in der Höhe einfach mehr aus. Das heißt, man schneidet sich einmal Papier zu, eigentlich doof gesagt in Mattengröße, wenn du so willst. Du kannst die vollen 12 x 24 Zoll nehmen, deckst damit die ganze Matte ab und da passt dieses Teil dann drauf. Es ist knapp, es ist an den Rändern knapp, also man muss gucken, dass die Matte genau mittig im Gerät liegt, aber von der Sache her funktioniert es genauso. Und wem das zu knapp ist oder wer sagt, ich will nicht jedes Mal so genau gucken müssen, wie ich mein Papier einlege, der kann jederzeit hergehen und kann den Riesenbaum ein klitzekleines bisschen kleiner machen. Durch jedes kleine Skalieren kriegt ihr an den Rändern nochmal ein bisschen mehr Platz zur Verfügung, aber an und für sich kann man die Schablone komplett mit dem Plotter schneiden, die wäre als Datei im Download mit drinne. Dann hat man eine Schablonenform, die ich jetzt hier aus schwarzem Karton geschnitten habe, weil der bei mir immer übrig bleibt. Ich bastel halt fast nichts aus Schwarz. Da könnt ihr irgendeine ungeliebte Farbe dafür nehmen und daraus eure Schablone schneiden. Geht auf der 12 x 24 Zoll Matte ohne Probleme. Und dann hat man das als Vorlage und kann sich damit die einzelnen Teile für den großen Baum zurechtschneiden. Die Alicia sagt, sie hat auch die Plus, da passt das, ja auf jeden Fall. Und es ist ohnehin, es ist so konzipiert, dass es auf jeden Fall auf die normale 12 x 24 Zoll Matte drauf geht. Und bei diesem Riesenprojekt dachte ich, es lohnt sich total eben auch dieses kleine bisschen Papier in Anführungszeichen zu sparen. Maren fragt, ob ich noch einen Stern in der Schublade habe, damit der Baum nach oben noch ein Stück wächst. Maren, da habe ich einen Vorschlag. Ich habe eigentlich mehrere Vorschläge, warte. Achtung. Achtung.
Ich habe hier so viel Zeug, was ihr noch nicht kennt. Das ist eigentlich fast peinlich. Ich habe hier wirklich, darf man eigentlich keinem sagen oder verraten, was hier so alles vor sich hin liegt. Guck mal, ich bring mal einen. Sorry, ich muss gerade selber überlegen, welcher von beiden da der aktuellere ist. Wie wäre es denn mit dem hier, Maren? Der ging auch noch ein bisschen größer. Das hier ist eigentlich ein Fächerstern. Liebe Grüße an die Bianca, die nach einem Wabenstern gefragt hat. Der ist eigentlich so konzipiert, dass man den an eine Lichterkette bauen kann. Da juckt es mich jetzt direkt schon wieder in den Finger. Ne? Da könnte man auch diese andere Leuchtlampe reinmachen, die ich vorhin hatte. Also den könnte man auf jeden Fall noch etwas vergrößern. Der geht auch super an den Stiel und er wäre in sich auch zusammenklappbar. Weil das eigentlich so einer ist, ne? Da könnte eine Konstruktion noch irgendwie rein. Mache ich mir nochmal Gedanken, dass man da direkt den Stiel unten auch rausbekommt. Ich überlege noch, ob das nicht andersrum besser ginge. Aber ja, also es gäbe auf jeden Fall eine Sternvariante, die man noch oben drauf bauen kann. Ja, der geht. Sehr gut, Maren. Also damit würdest du auf jeden Fall nochmal ein bisschen Höhe gewinnen. So, habe ich irgendwas vergessen? Wir wollen eigentlich noch Kundenfotos gucken. Wegen dem 3D-Drucker habe ich euch gefragt. Muss ich nachher auch sonst nochmal durch die Kommentare durchlesen, weil ich die Verena lese. Verena hatte noch gefragt nach dem Apfel und der Birne. Apfel und Birne kommen irgendwie im Laufe der nächsten Woche in den Shop. Den könnt ihr nämlich basteln ohne mich. Alicia fragt, den in Pergamentpapier geht es? Den kleinen hier? Ja, das geht. Der ist nämlich vom Grundaufbau her so wie die Fächerblumen, die wir mal gebastelt haben. Wartet. Muss ich meine nächste Kiste hier mal herholen? Sag euch, ich brauche mal Zeit, mein Zimmer aufzuräumen. Hier liegt alles voll. Hier, das bringe ich noch mal kurz mit. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Blümchen hier, die wir damals auch mit Transparentpapier. Oh, die Batterie ist leer. Die haben wir damals auch mit buntem Transparentpapier umgesetzt und beleuchtet. Und der Grundaufbau, Alicia, ist bei diesem Sternchen gleich. Das heißt, du könntest das Sternchen aus Transparentpapier umsetzen und hier auch von innen beleuchten, an eine Lichterkette setzen. Na, das ginge. Weil die Klebeflächen auch nicht hier vorne sind, sondern die Klebeflächen sind hier seitlich. Auf die guckt man also von vorne nicht drauf. Wenn das beantwortet die Frage hoffentlich. So. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch mal ganz kurz runterlaufe. Ich habe nämlich noch einen Teil unten liegen. Das mache ich jetzt auch. Und dann gucken wir noch Kundenfotos. Sehr gerne, Alicia. Freut mich. Eigentlich habe ich überlegt, ob wir von diesem süßen kleinen Stern noch Varianten brauchen. Dass wir nicht nur eine Variante haben, sondern mehrere. Oh, perfekt. Franziskas Kürbis ist schon in der Gruppe. Das hat Florian aber bestimmt schon gesehen und auch eingesammelt, würde ich vermuten. Ich mache mir gerade noch mal das Backend von meiner Webseite auf und gucke, dass ich die Kundenfotos, die ihr kurzfristig hochgeladen habt, auch noch freischalte. Wie groß ist der Kürbis im Original? Du findest im Shop keine Maße. Sorry, Martina. Die Maße habe ich nicht reingeschrieben diesmal, die fehlen. Das beantworte ich dir aber sofort. Und die trage ich dann auch nach. Warte. Der Kürbis ist im Original. Mein lieber Mann, die Maße für den Kürbis. Kannst du mir das auf die Liste setzen? Das ist ein Versäumnis meinerseits, dass ich nach dem Stream gleich nachholen muss. Nur, dass ich es nicht vergesse bei allem, was ich mir schon wieder irgendwie versuche zu merken. Wartet. Lass mich mal ganz kurz die Originaldatei aufmachen, dann sage ich dir es sofort. Und dann tragen wir das nach dem Stream auch gleich noch nach. Im Original ist der Kürbis breit 131,86 mm, also ungefähr 13,2 cm im Durchmesser und 9,2 hoch ohne Stiel. Plus Stiel ist es noch mal ein bisschen mehr in der Originalgröße. Ja, Varianten, schreibt ja Alicia. Na, also ich habe halt gedacht, das ist jetzt ja eine 6-Strahlen-Variante. Für den Stern wäre noch eine 8-Strahlen-Variante denkbar. Ich nehme euch ganz kurz die Treppe mit runter und hoffe, die Verbindung hält. Wir werden es gleich merken.
ob das bis unten funktioniert. Und komme dann wieder. Wir haben also viel vor in nächster Zeit. Ich weiß noch gar nicht so recht, wie wir das alles noch irgendwie umsetzen sollen. Wir machen immer ein Projekt nach dem nächsten. Und dann klappt es schon. So. Und für das eine kleine, aber feine ist es wirklich nur was Winziges. Aber es ist eine andere Projektart, deshalb möchte ich euch das auch kurz zeigen. Gehen wir nochmal hier rüber. Einmal hier an den Tisch. Guckt mal, was ich Niedliches gemacht habe. Henny, da gehen nochmal liebe Grüße an dich. Du hattest dir eigentlich gewünscht, nachdem ja letzte Woche sehr wenig von euch kam, was wir basteln wollen, dass wir nochmal was machen, wo man mit der Funkellichterkette was arbeiten kann. Und ich bin zu einem sehr einfachen Projekttyp nochmal zurückgekehrt. Gestern habe ich das gemacht. Die Rosettenprojekte heißen die bei mir im Shop. Die bestehen einfach nur aus einem Papierstreifen, waren super einfach vorbereitet, gefaltet mit Berg- und Talfalte, zum Ring geschlossen und dann in der Mitte mit Heißkleber verklebt. Ich habe mich mit meinem Heißkleber sehr umgeärgert gestern und habe deshalb jetzt auf Empfehlung mir eine neue Heißklebepistole bestellt, die auch dieses Wochenende noch ankommt. Aber von der Idee her, was will ich damit machen? Die müssen nicht ganz so winzig sein, die können auch eine Nummer größer sein. Ich will noch mal was Lichterkettenmäßiges basteln. Und es muss nicht unbedingt ein Kranz sein. Wir hatten ja überlegt, ob wir auch mal einen längeren, beleuchteten Lichterkranz, eine längere Lichtergirlande bauen wollen. Und die haben hier hinten einen kleinen Platz, wo man auch einen Draht durchfädeln kann. Und ich dachte, wenn man die andrahtet, kann man die sehr schön an so eine längere Girlande mit dran machen. Einfach als zusätzliche kleine Ergänzung zu diesen Funkelperlen, die ich zuletzt an die Lichterkette gebaut habe. Super schnell gemacht, eigentlich perfekt für Resteverwertung. Wenn wir also jetzt Richtung Weihnachten zum Beispiel auch viel Goldpapier, Perlmuttpapier und sowas wieder schneiden, können wir die einfach immer mit auf die Reste draufpacken. Und die sind super einfach und schnell umzusetzen. Und dann kann man sich die hier, also ihr seht, ich habe schon wieder mehrere davon gemacht. Und ja, das wäre auch noch was für die nächste, weiß ich nicht, baldige Zeit. Ja, ich habe mich auch nicht entscheiden können. Achtung! Ich habe versehentlich meinen Tisch betätigt. Ich habe mich noch nicht entscheiden können, ob es eine Blume ist oder ein Stern. Aber ich finde, in der kleineren Variante, die weniger stark aufgespannt ist, sieht es einigermaßen nach Stern aus. In der Variante sieht es ein bisschen blumiger aus. Ihr dürft euch da gerne auch Varianten wünschen. Ihr seht, ich habe auch noch was Offenes ausprobiert. Aber am meisten liebe ich aktuell tatsächlich die kleine Mini-Variante, weil die so schön zierlich sind und weil ich dachte, mit denen kann man toll einfach strukturell nochmal ja, diese Perlen ergänzen. Also irgendwie was mit ein bisschen Struktur, was trotzdem super schnell gemacht ist. Ne? Ja, bitte mit Anritzen der Bergfalte und Schneiden der Talfalte. Marina ist schon genauso umgesetzt. Habe ich hier tatsächlich selbst auch genauso geplottet mit angeritzter Bergfalte und ja, als Strichelchen geschnittener Talfalte. Die lassen sich super schön machen. Sie gehen auf den kleinsten Restpapierstreifen quasi noch mit drauf. Und die Idee war dann quasi antraten und mit Lichterkette kombinieren. Wir nehmen alle. Bunter Mix, genau. Mit offen auch toll, sagt Janett. Also dann wird das am Ende, das wird dann einfach so eine, sind die nicht niedlich? Es wird dann so eine größere Datei, wo halt mehrere davon drin sind. Die sind super, weil es wirklich einfach nur ein Papierstreifen ist, Bergtal, Bergtal, und die lassen sich so schön nebenher umsetzen. Deshalb sind die eigentlich ganz nett. So, jetzt brauche ich noch euch. Ihr sagt mir jetzt, was davon ihr komplett ohne Anleitung umsetzt, ohne mich. Ich überlege gerade, wie wir das gewuppt bekommen in der nächsten Woche, weil es ja nächste Woche keinen Stream gibt wegen dem Bastelwochenende. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, euch vor allem die Sachen shopfertig zu machen, die keiner zusätzlichen Anleitung bedürfen. Das sind, Verena, für dich versprochen, der Apfel und die Birne. Das wäre vielleicht auch, wenn euch das genügt, der große Baum. Weil ich da ja jetzt das Nötige erklärt habe zu dem Zuschnitt des Materials. Den Zusammenbau müssen wir nicht zwangsläufig zusammen machen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich muss erst mal gucken, ob ich noch genug Papier habe, dass ich den einmal komplett basteln kann. Oh, mein Papier geht nämlich auch zur Neige. Also was wären so die nächsten Sachen, genau, die wir
die wir dann zusammen machen wollen. Wie gesagt, in 2 Wochen basteln wir erstmal den Stern. Da haben wir auch ein bisschen was länger dann zu tun. Und ich gucke jetzt nochmal nach Fotos. Ich habe mich wieder so ablenken lassen von den 1000 Projekten in der Arbeit. Ach, dass ich gerade überlege, wie wir das machen. Die Mini-Sterne. Sternchen brauchen keine Anleitung. Ja, die Mini-Sterne brauchen, also die ich ganz am Ende gezeigt habe, brauchen definitiv keine Anleitung. Da habe ich das Wichtigste ja schon gesagt. Bergtal, Bergtal zusammenkleben. Maren hat sich schon so auf Eva gefreut. Wieso, was ist mit Eva? Ach so, hier nochmal für eine größere Variante. Für den Baum. Ach so, du dachtest, man kann die Eva nochmal den großen Baum. Sorry, es hat einen Moment gedauert. Manchmal stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, es hat einen kleinen Moment gedauert. So, ich schalte noch ganz kurz im Shop Fotos frei. Florian hat bestimmt auch Fotos für mich gesammelt. Da gehe ich auch gleich nochmal gucken. Henny, falls du da bist, du hast die schöne Tunnelkarte mit der Nähmaschine, glaube ich, wieder mit der Klappkartenerweiterung kombiniert, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Ich muss manchmal selbst ein bisschen grübeln anhand eurer Bilder. Das muss ich nur gleich am besten eintragen, ich vergesse es sonst. Ihr dürft gleich mitgucken, ihr wisst gleich, wovon ich spreche, sorry. Ich schalte das nur erst schnell hier einmal frei, was da frisch von euch reingekommen ist. Es sind nämlich wieder sehr schöne Umsetzungen auch im Shop gelandet. So, apropos Shop, da gucken wir auch gleich nochmal zusammen. Das war so lustig damals. Ja, das war schon lustig. Alles, wo ihr keine Anleitung braucht, geht immer schneller. Geht schneller in den Shop. Ja, es ist halt einfach so. Das ist kein Quatsch, das liegt einfach daran, dass unsere Streamtermine nicht öfter als einmal die Woche gehen. Und alles, was man dann doch irgendwie richtig erklären muss, braucht halt so einen Moment. So. Dann lasst mich doch nochmal auf die Kundenfotos-Seite im Shop gehen, in der Hoffnung, dass das heute alles gut funktioniert. Ich war ja diese Woche leider auch wieder mit Troubleshooting eingebunden. Ich liebe es übrigens, dass ihr Bescheid sagt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Oh, und wir gucken uns ganz kurz noch was an. Wartet, ich lege euch gleich auf den Bildschirm. Ich will mal wissen, ob ihr das überhaupt schon entdeckt habt. Wartet mal. Achtung, wo ist der Bildschirm hier? Tada! Ihr seid auf der Startseite meiner Webseite. Und falls euch die Projekte, die hier angezeigt werden, irgendwie komisch vorkommen, weil das bei euch zuletzt anders aussah, ich habe hier neulich völlig motiviert was gebaut, nämlich ich habe mal die Startseite ein bisschen neu umgestaltet. Ist auch noch nicht perfekt und ist noch nicht fertig, da wird in nächster Zeit noch was dran passieren. Aber die Startseite zeigt euch jetzt unter anderem beliebte Projektkategorien an und die Bilder oder besser gesagt Produkte, die da als Vorschaubild genutzt werden, wechseln von Tag zu Tag. Also wenn ihr euch einfach mal, gerade für die vielleicht, die neu dazukommen und sich im großen Shop erschlagen fühlen, ihr einfach jeden Tag Lust habt auf so eine kleine Inspiration, einfach mal die nicht die Shop-Startseite, sondern hier miriamkreativ.de, die normale Startseite öffnen. Und dann kriegt ihr hier in den unterschiedlichen Kategorien jeden Tag eigentlich wechselnde Projekte angezeigt. Nur mal so als... Jonna hat es schon gesehen, sehr gut gemacht. Danke, Jonna. Sehr schön. Und hier seht ihr auch eins von diesen Rosettenprojekten, nämlich die Deko-Blattrosette. Wer jetzt Lust hat, noch was für den Herbst zu basteln, die ist genauso schnell gemacht wie diese Mini-Sternchen, die ich euch gerade gezeigt habe. Das ist nämlich vom System her genau das gleiche wie bei diesen Mini-Sternchen. Einfach immer Bergtal, Bergtal, Falte im Wechsel, zum Ring schließen, in der Mitte zusammenkleben, fertig. Diejenigen von euch, die sowas schon gemacht haben, haben einen Heißkleber. Ihr dürft mir gerne auch nochmal eine Heißklebepistole empfehlen. Ich habe heute eine bestellt. Ich glaube, sie heißt Hoto Heißklebepistole. Einige von euch hatten die mir als Empfehlung über die Nachrichten geschickt. Liebe Grüße und ein dickes Danke an die Tanja, die sich die Mühe gemacht hat, mit viel Text mir zu sagen, warum die gut ist. Die habe ich bestellt. Ich nehme aber auch andere Empfehlungen entgegen. So, hier unten drunter seht ihr unsere nächsten Streams. Hier bin ich gerade selbst enttäuscht. Das hier ist noch nicht aktuell. Da muss ich mich mal drum kümmern, weil wir ja heute hier schon am 26. sitzen, warum er das nicht aktualisiert hat. Und unten drunter findet ihr auch neu auf Pinterest, was jetzt unter anderem zuletzt auch von euren Projekten
und Umsetzungen auf Pinterest gepinnt wurde. Also so ein bisschen quasi Inspiration in besser konsumierbaren kleinen Portionen findet ihr jetzt auch auf der Startseite. Und die neuesten Blogbeiträge findet ihr hier auch. Ich frage mich nur gerade, warum hier keine Vorschau bei den Silhouette-Plottern ist, aber darum kümmere ich mich gleich. Außerdem findet ihr hier auch eine Auswahl der neuen Kundenfotos. Nicht alle, und auch da ist so ein bisschen kleiner Zufallsfaktor drin, dass immer ein bisschen unterschiedliche angezeigt werden. Also für so eine kleine Inspiration einfach in kleinen Portionen könnt ihr euch einfach auf der Home-Seite sehr gerne umgucken. Das hier fixe ich noch, das ärgert mich jetzt schon wieder, dass es nicht so macht, was es soll, aber egal, das kriege ich auch noch hin. Ein kleiner Bereich, an dem ich gearbeitet habe. Jetzt klicken wir einfach hier mal auf der Webseite direkt drüber auf die Kundenfotos. Und die sind grundsätzlich so sortiert, dass immer das, was zuletzt dazu kam, quasi eigentlich oben angezeigt wird oder auch das, woran ich zuletzt gearbeitet habe. Und ihr seht, die Kürbisse sind aktuell hoch im Kurs. Lieben Dank für die schönen Fotos, ist sehr schön geworden. Das ist der Kürbis ohne Kleben, den man übrigens sehr gut beleuchten kann, weshalb ich jetzt bei den Wabenkürbissen nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen habe, die auch wieder mit Beleuchtung zu versehen. Da gab es den Wunsch in der Gruppe, dass es schön wäre, wenn man da vielleicht irgendwie ein Gesicht reinschneiden könnte. Ihr seht aber hier an dem Bild sehr gut, dass es sehr, sehr schwierig ist. Also wer sowas wirklich Halloween-mäßig umsetzen will, der kann da von mir aus so ein Grinsegesicht hier so von außen aufkleben. Ihr seht aber an den Streifen, dass die hier in der Mitte zusammenhalten. Und wenn ich jetzt versuchen würde, hier irgendwie einen Mund reinzumachen, dann verliert dieser Streifen seine Verbindung. Das heißt, es ist bei dem Kürbis ohne Kleben fast unmöglich, hier nochmal irgendwie Ausschnitte durchgehend zu integrieren, weil ihr dann keine verbleibende Stabilität mehr für den Kürbis an und für sich habt. Und ich finde es immer so schön, von euch auch die Bilder zu kriegen und zu sehen, wo ihr so schön die ganze Sache auch als Deko hinstellt. Und ihr habt jetzt an der Startseite auch gesehen, dass eure Bilder auch anderweitig dann weiterverwendet werden. Ich habe noch eine Erweiterung diese Woche programmiert, die mir es in Zukunft ein bisschen erleichtert, eure tollen Fotos auch von meiner Webseite zu Facebook zu teilen. Das werde ich in Zukunft jetzt auch mal verstärkt machen. Gucken, wie ihr darauf reagiert. Wenn ihr das seht, dass ich Kundenfotos teile, schreibt auch gern was drunter. Ich freue mich da immer sehr drüber. Das wird jetzt in nächster Zeit auch getestet. Also ich habe wieder an vielen Schrauben gedreht und ich habe mich sehr über die sehr unterschiedlichen Fotos gefreut. Hier noch eine wunderschöne Umsetzung von den Wabenballons. Wer also so ein bisschen was ganzjährig Taugliches umsetzen möchte, wäre hier bei den Wabenballons auch gut aufgehoben. Auch sehr süß, die Idee mit der Baumscheibe und dem Stiel. Wäre eigentlich fast auch was für diese kleinen Sterne, die ich gerade gezeigt habe. Ne? Das könnte man so ähnlich auch weihnachtlich umsetzen mit so einem kleinen Stern, den man hier oben auf den Stiel setzt. Sehr, sehr schön und auch wieder sehr schön fotografiert. Die Henny hat die Nähmaschinentunnelkarte umgesetzt. Ist übrigens eines der beliebtesten Motive. Also diejenigen von euch, die auch gerne nähen und dieses Projekt noch nicht kennen, da gerne mal gucken. Dann haben wir hier die Pop-up-Karte mit der Hochzeitskutsche. Noch mehr Hochzeitsthema mit der Vogelhochzeit, so heißt die Tunnelkarte, kombiniert mit dem mit dem grünen Papierrahmen für die Tunnelkartenmotive. Weil ich hier gerade die Kombination aus Tunnelkarte und Rahmen sehe. Ihr wisst, es gibt Mini-Tunnelkarten und normal große Tunnelkarten in meinem Shop. Und die Erweiterungen sind sehr spezifisch auf diese Größen ausgelegt. Das heißt, es ist relativ schwierig, sage ich mal, jetzt einfach die kleine zu vergrößern und sie in die normale Erweiterung einzubauen. Ach, das ist alles sehr geometrisch. Ich will euch da nicht langweilen. Aber Franziska, du hast dir heute schon was Passendes gewünscht, ne? Ah, dir war aufgefallen, dass man bei den Tunnelkarten nicht auf eine Tunnelkarten-Sammelseite kommt. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Ich versuche euch sonst passende Motive in der richtigen Größe zu produzieren. Da wollte ich eigentlich thematisch gerade hin. Die Annette hat auch die Tunnelkarte Mandala umgesetzt. Wunderschön, Annette. Ist dir sehr gut gelungen. Dann haben wir hier noch eine sehr hübsche Umsetzung von dem Mini-Kürbis ohne Kleben an der Lichterkette. Ihr seht auch hier, man muss auch nicht jedes Lämpchen mit einem Kürbis versehen, sondern man kann das auch so ein bisschen loser gestalten. Das ist durchaus machbar. Dann haben wir zwischendrin auch mal eins meiner Folienmotive. Das kommt sehr selten vor, aber die gibt es ja auch nach wie vor. Manuela, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Es gibt gleich im Anschluss noch was, aber du siehst es auch beim Nachgucken. Wir gehen nur noch mal kurz der Reihe nach durch. Dann eine gelaserte Umsetzung von dem Kranz mit den Eichenblättern. Das finde ich auch sehr süß. Also die einen Laser haben, kann man auch sehr hübsch lasern.
Ich könnte mir hier auch übrigens vorstellen, aber ich weiß, es ist wieder ein bisschen viel gewollt, dass man das Sperrholz nochmal irgendwie behandelt, um das ein bisschen herbstlicher vom Look her noch zu machen. Dann eine Schoki-Verpackung, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Kürbisse von der Nicole mit ziemlicher Sicherheit, so wie sie fotografiert sind. Dann haben wir ganz, ganz viele schöne Fotos hier der Reihe nach zu dem Pop-Up-Blumenstrauß gekriegt. Da kommen hier unten noch mehr. Noch eine wunderbare Kürbisumsetzung mit meinem Blätterfarbdruckpapier als Motiv für das Transparentpapier. Nicole, das hast du auch sehr, sehr clever umgesetzt. Also ihr findet in den Kundenfotos wieder unheimlich viele schöne Beispiele. Jonna, ich glaube, die Tunnelkarte war von dir, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, der Kürbis ist von der Anita. Also ihr seht sehr, sehr viel Inspiration hier an der Stelle. Und die Bäumchen haben wir ja schon, ich glaube, vor 2 Wochen im Stream zusammen gebastelt. Die hatte ich auch in der Zwischenzeit schon nochmal auf Facebook gezeigt. Das heißt, hier unten kommen wir jetzt langsam in den Bereich der Projekte, die wir uns im letzten Stream schon angeguckt haben. Genau. Und demnach lag ich mit der Tunnelkarte auch falsch, weil die hier ist von Jonna. Und die hier ist von Henny. Sorry, Henny. Direkt korrigiert. Ja. Der Kürbis ist von der lieben Anita. Liebe Anita, liebe Grüße an dich. Und die Katja hat ganz fleißig hier verschiedene Fächerblumen in unterschiedlichen Farben hochgeladen. Katja, ich finde es sehr schön, dass ihr die unterschiedlichen Farben auch wirklich hochladet, weil ich finde, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen, wie das dann auch wirkt, wenn man das in einer anderen Farbe umsetzt. Und ich finde es auch toll, dass du uns dazu geschrieben hast, dass du das Ganze verkleinert hast. So, jetzt würden noch die Fotos fehlen, die mein Mann gesammelt hat. Da gucke ich gerade noch mal rein. Und dann habe ich noch am Ende was Neues für euch und dann war es für heute. Ich weiß, es ist heute wieder sehr lang, es ist schon 10:30. Alle, die nicht live dabei bleiben können, macht euch keine Gedanken. Ihr verpasst nichts, ihr könnt das Ganze nachgucken. Wie immer. Aber wir haben heute sehr viele Projekte auch vorbesprochen und sehr viel abgeklopft und ich glaube im Endeffekt, für mich zumindest hat es sich total gelohnt, weil es für mich ein bisschen leichter ist, dann einzuschätzen, mit was wir auch wirklich weitermachen und wie es weitergeht. So, hier habe ich einmal für euch den Kürbis von der Franziska. Franziska, mega, dass du direkt mitgebastelt hast. Und ich habe hier auch, glaube ich, sogar direkt noch einen Kürbis von der Franziska. Franziska, sind es gleich 2 oder sind die einfach nur bei unterschiedlichem Licht fotografiert? Ich würde ja fast sagen, es sind 2, aber hier, warte. Hier, der Kringel könnte auch sagen, das sind beide mal die gleiche. Das hier sind schon Heike und Christian. Liebe Grüße an euch beide. Ihr wart wieder super emsig. Und auch noch ein Foto von oben. Finde ich bei dem Kürbis auch total gut, weil man da diese schönen Bäuchlines hier nochmal ein bisschen besser sehen kann. Ihr wisst, was ich meine. Dann hatte die liebe Maren letzte Woche auch wunderschön nochmal den Eichenkranz, den Blätterkranz mit dem Eichenblatt umgesetzt. Mit selbst gesammelten Eichenkappen und sie hat hier auf diese facettierten Glaskugeln verzichtet. Ihr seht, es muss nicht unbedingt mit der Glasperle umgesetzt werden. Maren, du hast es wieder wunderschön gemacht. Das fehlt auch noch im Shop, obwohl du es mir gemailt hast. Das muss ich mal irgendwie noch in deinen Account reinkriegen. Sehr, sehr hübsch. Also wer noch auf der Suche nach einem hübschen Herbstprojekt ist, Maren, das ist sehr schön geworden. Und es freut mich, du hattest in der Gruppe auch geschrieben, dass es mit dem Schneiden und Prägen auf der Moosgummimatte für dich dann auch geklappt hat. Du hattest ja noch mal ein bisschen experimentiert. Freut mich, dass du das ausprobiert und auch noch mal rückgemeldet hast. Die Jonna hatte auch noch tüchtig getestet mit dem Prägen. Wir haben uns ja in den letzten Wochen mehrmals mit dem Prägen, mit dem Plotter auch befasst. Jonna, ich finde, da sind super Ergebnisse bei rausgekommen. Und die Ina, die ist früh dran. Chapeau an dich, Ina. Die Ina hat nämlich schon den ersten Adventskalender gebastelt. Aber das Thema Adventskalender machen wir heute nicht mehr auf. Das machen wir ein andermal. So, weil darüber müssen wir uns auch nochmal unterhalten, aber nicht heute. Ihr Lieben, ich danke euch von Herzen, dass ihr wieder so viel Zeit euch genommen habt, dass ihr mit dabei wart, dass ihr Rückmeldung gegeben habt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß nur nicht was. Es war heute wieder viel, ich weiß, aber ich habe die Zeit mit euch sehr genossen. Ich freue mich immer,
wenn es endlich soweit ist, dass wirklich der Freitagabend da ist, dass ich die Vorbereitung soweit abgeschlossen habe und es nur noch darum geht, mit euch zu sitzen und zu basteln, beginnt für mich das Wochenende. Das ist dann immer für mich quasi, da geht es wirklich los mit Wochenende. Das heißt, ich liebe die Zeit mit euch. Ich finde es schade, dass wir nächste Woche keinen Stream haben. Ich freue mich aber auch sehr, sehr, sehr darauf, die Bastler hier vor Ort in Person zu treffen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen, wenn dann hier große Klappsterne oder kleine Klappsterne, das weiß ich noch nicht, gebastelt werden. Der Zusammenbau ist gleich, egal ob groß oder klein. Die Projekte werden separat in den Shop wandern, damit ihr euch auch einfach entscheiden könnt, ob es groß oder klein werden soll. Anke sagt, es war schön bei uns. Anke, liebe Grüße an der Stelle an dich. Sehr schön, dass du dich in unserer Runde wohlgefühlt hast. Ganz frisch mit dabei. Ab jetzt keinen freien Freitag mehr. Genau, bis auf nächsten Freitag. Nächsten Freitag hast du noch einmal frei. Und ab übernächsten Freitag darfst du uns wieder fest einplanen. Freitagabend 20 Uhr ist normalerweise hier unsere Zeit. Und ich schicke euch jetzt mit was ins Wochenende, was der Florian extra für uns komponiert hat. Liebe Grüße an der Stelle an meinen lieben Mann. Vielen Dank. Vielen Dank an euch alle und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen hier im Stream wiedersehen. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wurd's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Bleibt inspiriert, ihr seid genial. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Zusammen kreativ, heute war es wieder toll. Wir hoffen, der Kopf ist jetzt mit Ideen voll. Wir sehen uns bald schon wieder, das ist jetzt schon klar. Gute Nacht, ihr Lieben, lasst uns noch ein Däumchen da. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wurd's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Bleibt inspiriert,